dachte etwas. Okay. So, moin ihr Landratten und liebe Seebären, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Heute hier vom schönen Elbstrand mal wieder. Ja, vorne am Buchenwaldufer, da sind sie irgendwie am Pinseln und am Machen. Also da soll angeblich mal einer stehen, der alles abnutzt, den ganzen Anleger. Der ist dafür nicht ausgelegt, dass da ständig jemand steht und den ganzen Beton abnutzt. Von daher heute mal wieder Elbstrand. Aber ich freue mich, mal wieder eine andere Perspektive für euch. Ist ja auch ein sehr, sehr schöner Standort. Das Ganze hat immer einen Haken, ich muss halt über den Berg nachher wieder rauf. Also runter funktioniert das ganz gut, aber rauf ist halt immer so eine Sache. Ne? Ja, Andreas Westphal schreibt, Bild und Ton sind da. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ansonsten trudeln auch langsam wieder alle ein. Schön, dass ihr da seid. Sowohl bei Twitch als auch auf YouTube. Leider haben sie uns das ganze Programm, was ich mir heute Mittag zusammengesucht hatte, schon wieder zusammengestrichen. Da war eben ein Tanker, die Torm Strength, kam viel zu früh, hatte ich eigentlich so eine halbe, dreiviertel Stunde später erwartet. Dann sollte die Berge Nimba um 17:30 Uhr rausgehen mit Fairplay 95 und der Schleppercam wurde auch gestrichen. Keine Ahnung, ob die überhaupt noch rausgeht, eventuell mit einem anderen Schlepper, das weiß ich nicht. Aber ja, die Schleppercam bekommen wir dann trotzdem mit der Maersk Chambal. Ich weiß gar nicht, wo die sich gerade befindet. Ich glaube, ein bisschen braucht die noch. Um 18:30 Uhr. Oh, falschen Ton. Moment. Ton hat Windgeräusche. Moment mal. Ich checke das. So, Moment. Eigentlich sollte der Ton vom Mikro kommen. So. Gut, dass ihr aufmerksam seid. Ist das jetzt etwas besser? Ich habe mal ein bisschen am Kabel geruckelt. Das soll ja angeblich helfen. Ne? Rein, raus, ein bisschen ruckeln. Das ist ja angeblich das Allheilmittel gegen alles. Deshalb frage ich jetzt mal ein bisschen, ob es jetzt besser ist. Weil wenn ihr nur Windgeräusche hört, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass irgendwie das externe Mikrofon nicht angestöpselt ist. Ah, jetzt schreibt Andreas Westphal. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, dann hatte die Kamera das Mikrofon nicht richtig erkannt. Aber gut, dass ich etwas eher gestartet bin. Ja, kann ja eigentlich alles noch mal erzählen, ne? Oder habt ihr verstanden, was ich eben gesagt habe? Also, die Berge Nimba sollte eigentlich mit Fairplay 95 rausgehen. Der Job wurde leider gecancelt. Der Philipp, der hat morgen geht er quasi, hat heute seinen letzten Tag, ist noch bis morgen auf der Fairplay 95 und deshalb hatten wir gesagt, komm, machen wir heute noch einmal die Schleppercam. Ich hatte mich schon gefreut, dass sie einen schönen Bulker rausbegleiten, aber nun gut, jetzt wird es die Maersk Chambal. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen schauen, wo die sich so rumtreibt. Und ja, ich hoffe, dass wir dann irgendwann die Schleppercam dazu bekommen. Außerdem haben wir jetzt muss ich mal selber auf meinen Spickzettel gucken. Außerdem haben wir die Maribor Maersk. Die können wir da hinten schon sehen. Direkt gegenüber hier. Und darauf ist der liebe Michi Schindler, den kennt ihr ja auch. Ne? Der ist ja auch schon einige Male hier im Stream gewesen. Und der ist Kapitän da drauf, der geht um 18:30 Uhr raus. Außerdem dann noch die MSC Preziosa. Und jetzt haben wir hier zumindest mal so ein bisschen Beifang. Die Annalisa P. Die schiebt sich hier gleich mal so langsam ins Bild. Tanja kommt auch gleich noch. Ja, und außerdem haben wir noch die MSC Preziosa, die um 19 Uhr rausgehen soll.
Und ich hoffe, dass sich die Wolken noch so ein bisschen verziehen, dass wir nachher noch ein bisschen schönes Licht bekommen. Das wäre so mein kleiner, bescheidener Wunsch für den heutigen Tag. Ich hoffe, euch gefällt das Programm. Mehr als ich ursprünglich dachte. Also wie gesagt, heute Morgen dachte ich, ach, Maersk und Preziosa. Dann kam einiges dazu und ja, dann wurde einiges wieder gestrichen. So ist leider die Seefahrt. Ares ist da, 5,99. Ares hat heute seinen 13. Geburtstag. Mensch, Ares, mein Lieber, dann dir auf jeden Fall einen schönen Geburtstag und ein fettes Happy Birthday. Leon, du verrückter Typ. Mensch, 10 Mitgliedschaften. Der Chat wird wieder grün. Danke, Leon, mein Lieber. So, mal gucken, ob ich hier auf die Schnelle was zur Annalisa P. rausfinden kann. Die hatte ich nämlich nicht auf meiner Liste. Die ist 166 Meter lang, 26 Meter breit. Ist auf dem Weg nach Polen, nach Gdynia. Hat eine Kapazität von 1284 Standardcontainern. So, erstmal hier ein bisschen sammeln und eingrooven. Mensch, ihr eskaliert hier schon wieder im Chat. Mann, oh Mann, Annette ist seit 10 Monaten dabei. Und grüßt extra nochmal die Mods. Danke, Annette. Ina Rothe auch seit 15 Monaten dabei. Sagt, der Wind ist lauter als Paddy. Ja, das Problem haben wir ja jetzt zum Glück gelöst. Das sollte jetzt klappen. Hansi ist da mit 2,49. Vielen, vielen Dank. Auch liebe Grüße natürlich an den Mike, der eben auch schon mal 2,49 rausgehauen hat. Markus. 2 Jahre dabei, Markus, wow. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich finde selber auch, dass die Zeit wahnsinnig schnell vergeht. Also dass wir den Kanal schon so lange jetzt haben, kommt mir immer noch vor, als wenn wir irgendwie in den Kinderschuhen stecken. Annette haut nochmal 5 Euro raus für Spaghetti-Eis. Das ist lieb, Annette, Dankeschön. Virtual, 2 Euro. Danke, mein Lieber. Liebe Grüße auch an dich natürlich. Und Hansi nochmal mit 2,49 für ein Fischeis im Becher. Vielen, vielen Dank. Andi Borchardt ist seit 22 Monaten dabei. Grüße vom lebenden Sensorfleck. Ja, ich hoffe, dass wir keine Sensorflecken haben. Wobei ich heute nicht geschrubbt habe, muss ich dazu sagen. Asche auf mein Haupt. Nicht geputzt. Und dann haben wir den Daniel, der jetzt auch neu an Bord ist. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich danke dir vielmals. Willkommen. Leon nochmal mit 2 Euro, gerne, und damit sich die Wolken verziehen. Ja, also ich sag mal, zum Streamen ist es ehrlich gesagt ganz angenehm, weil ich natürlich nicht in der Sonne stehe. Also ich sag mal, von der Umgebung und von den Gegebenheiten ist es eigentlich ziemlich ideal so zum Streamen, ne? Ist nicht so wahnsinnig viel Wind. Okay, fürs Mikro immer noch zu viel. Apropos Mikro. Ich habe heute jetzt tatsächlich mal mir so einen Schaumstoff-Windpuschel bestellt. Mit Hamburg Hafen Live Logo. Ich hoffe, das wird ganz cool. Andreas Wilhelm ist auch seit 2 Jahren dabei. Wow. Danke dir, 2 Jahre. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ralf Schilk lässt auch 1 Euro Superchat da. Ralf, auch an dich ein dickes Dankeschön. Und Kai auf Twitch, 12 Monate dabei. Und sagt auch schon wieder einen Monat rum. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. So, ich denke, wir haben gleich eine kleine Pause. Wenn die Annalisa P. durch ist, wird auch gerade ganz ruhig irgendwie. Also eben hatten wir die ganze Zeit den Wellenschlag hier am Strand gehört. Aber jetzt wird das ein bisschen ruhiger. Da kommt der Lotse. Andreas Wilhelm haut noch mal eine kleine Spende zum Zweijährigen raus. Danke für die 3 Euro. Und der Ankerbengel schaut heute über TV zu. Ich danke dir für 5 Euro Superchat. Ja, Music and Kettle, aber du möchtest gar nicht wissen, was dieser Puschel kostet. Ne? Also der kostet tatsächlich über 100 Euro, weil es ein Einzelstück ist. Also wenn man da 20, 30, 40 Stück von nimmt, dann werden die deutlich günstiger. Aber ich habe jetzt eine eigene Farbe für den Schaumstoff gewählt und dann das Ganze noch mit einem Aufdruck. Aber ich dachte mir, komm, muss einfach sein. Und ich wollte natürlich auch einen haben, der gute Qualität ist. Also der Schaumstoff soll natürlich auch seinen Job machen und den Wind ein bisschen abhalten. Also ich hoffe, das tut er. Ich hoffe, das tut er. Ja, der Weitblick ist hier natürlich nicht ganz so wie am Bubendeiufer. Man kann nicht so schön die Elbe runter gucken. Man sieht noch nicht die Schiffe von Weitem kommen. Aber nachher, wenn ja, die Maersk kommt, dann kann auch Lufthansen starten. Thorsten und Petra, auch 21 Monate dabei, mit Grüßen aus Peine. Liebe Grüße zurück. Und der Rick ist auch seit einem Jahr dabei. Danke für deinen Prime-Sub wieder einmal. Danke, danke. So, könnt ihr noch mal sehen, wie ich hier so rumstehe. Und dann schwenke ich mal zurück. Das Gute ist aber, dadurch, dass es ein bisschen, dass die Bewölkung ein bisschen zunimmt, wird der Elbstrand jetzt etwas leerer. Also hier direkt vor mir ist halt Strand. Und wenn richtig gutes Wetter ist, dann hast du hier natürlich auch viele spielende Kinder. Und die sind jetzt natürlich schon etwas weniger geworden. Was ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde. Ach, guck mal, und sogar ein Angler. Ja, was sie da am Bubendeiufer ganz genau machen, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall wurde da irgendwie gemalert. Ich wollte mal die Tage hinfahren und mir das angucken. Doof ist ja auch, wenn ich irgendwie plane, von da einen Stream zu machen, dann hinfahre und dann da nicht hin kann. Also das muss ich vorher auf jeden Fall noch einmal auschecken. Aber gut, wir haben ja hier auch eine tolle Alternative am Elbstrand. Robert, danke dir. 5 Mitgliedschaften. Robert, schön, dass du da bist. Danke, danke. Und unsere Mods sind auch wieder am Start. Maschine Sebastian Kolze und die Sandra habe ich gesehen. Schön, dass ihr auch wieder ein bisschen unterstützt. So, jetzt kann ich mal die zweite Kamera umdrehen, dann kann ich auch mal umschalten. So, da seht ihr auch mal, was da für eine Wolkendecke über dem Hafen hängt. Mike fragt nach Mr. O. Danke für 2,49, Mike. Klar, machen wir doch. Wir haben ja im Moment Zeit. Fjodo fragt, ob ich Samstag die AIDA streame, wenn sie rausfährt. Ich sag mal so, die Möglichkeit ist gegeben.
Ich glaube, es ist nicht AIDA und Mein Schiff da. Wäre ja ein schönes Doppel, ne? Morgen ist AIDA Sol da. Stefan, die Fähre, das ist die, die zum Bubenderufer fährt, die wir eben gesehen haben. Ich kann ja gleich mal alles an Zoom geben, was ich habe. Mal gucken, ob man irgendwas sehen kann von den Malerarbeiten, aber es ist schon ganz schön weit weg. Also da ehrlich gesagt nicht so viele Hoffnungen, dass wir da was erkennen können. Ja, mal, es war ein bisschen viel Bubenderufer. Ich gebe dir da recht. Aber Bubenderufer ist halt einfach der beste Standort, ne? Man kann weit gucken in beide Richtungen. Es ist kein Problem mit Drohne fliegen da. Du siehst alle Schiffe, die vorbeifahren. Der Standort ist halt unschlagbar. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass hin und wieder ein bisschen Abwechslung nicht so verkehrt ist. Das braucht man schon. Da sind unsere Freunde von der Wasserschutzpolizei, die WS3. Joachim Bettenhausen, 2 € Superchat. Schönen Shipspotting-Abend von Achim und Heike. Liebe Grüße zurück. Danke, ihr beiden. Im Hintergrund haben wir da noch irgendeine Schute, die durch die Gegend geschubst wird. Nee, Rainer können wir von hier aus nicht entdecken. Das ist, nee, also sieht man auch gar nicht die Autobahn. Also das höchstens mit der Drohne und dann ganz klein, ganz weit weg, aber ansonsten wird das nichts. Na, wo wollen die hin? Gerade gewendet, die Polizei. Und ich sehe, die Schleppercam ist live. Dann können wir da gleich mal draufschalten. Das Schöne ist, dann brauche ich mich mal einen Moment lang nicht um die Kamera kümmern. Können wir ein bisschen Schlepper mitfahren. Mr. Horizon, Polizeiboot PS, ist das eine Frage? Also wenn die Frage lautet, wie viel PS das Boot hat, ich kann sie leider nicht beantworten. So, jetzt gucke ich mal, ob die Schleppercam funktioniert. Oh, warte mal, da haben wir noch irgendwas. Oh, da haben wir noch was mit Bild in Bild. Das ist so nicht gewünscht. Moment mal, wie kriege ich das denn jetzt aus? Warte mal, hier. Das ist nicht richtig. So ist besser. So ist das doch deutlich besser, ja. Also, alle, die das nicht kennen, wir sind hier auf der Fairplay 95. An Bord ist der liebe Philipp mit dem Maschinisten Nils. Und die haben uns in der Vergangenheit schon öfter mitgenommen. Da durften wir also live auf dem Schlepper mitfahren. Ich war ja schon an Bord ein paar Mal. Mit Philipp habe ich übrigens auch den Stream gemacht, der mit Abstand, wirklich mit Abstand die meisten Aufrufe hat. Also der Stream mit Philipp auf der Fairplay hat weit über 300.000 Aufrufe. Der war aber auch wirklich richtig, richtig gut. Und ja, der Philipp, der geht jetzt zu den Lotsen nach Bremerhaven. Da wünsche ich ihm natürlich wirklich alles Gute für. Also da freue ich mich richtig drüber. Also für ihn vor allem ist natürlich auch nochmal ein Karriereschritt. Ist eine andere Arbeit, ist nicht mehr so planbar wie auf dem Schlepper. Ne? Ist natürlich viel Bereitschaft. Aber trotzdem ist es natürlich nochmal eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Ich wünsche ihm da alles Gute für. Ist natürlich ja, ein bisschen schade um die Schleppercam.
müssen wir halt mal schauen, ob wir da irgendwann mal Ersatz für finden, ob wir irgendjemand von den Fairplay-Jungs überreden können, dass er die Schleppercam übernimmt. Das wäre natürlich echt toll. Aber also da echt an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob Philipp uns hört, aber Philipp, dir alles Gute. Und ich glaube, von ganzen Team, von dem ganzen Chat wünschen wir dir wirklich nur das Allerbeste für deine Zeit in Bremerhaven. Er muss natürlich erstmal wieder ein Jahr die Schulbank drücken, muss halt diverse Lehrgänge machen. Ich glaube, du bist erstmal sogenannter Aspirant. Und dann nach einem Jahr geht das dann halt richtig los, muss noch mal eine Prüfung ablegen. Aber ich glaube, da hat er auch Bock drauf. Ich glaube, da hat er richtig Bock drauf, auch noch mal so ein bisschen von der nautischen Seite weiterbilden, also noch mal ein bisschen Input. Also ich kann nur fetten Dank sagen an alles, was die Fairplay-Jungs bisher für uns getan haben. Ganz besonders natürlich Conny und auch Philipp. Yves, 10 € für die Schleppercam. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Dankeschön. Ja, hier bei mir passiert gerade nicht viel, deshalb können wir jetzt einfach mal warten, bis sie gleich ablegen. Da wird schon eine Leine losgemacht. Ja, eine Ausschreibung für die Schleppercam. Ja. Ja, und die fahren jetzt zu der Maersk Chambal. Die müsste im Aufkommen sein. Ich weiß nicht genau, wo die gerade ist. Aber der fahren sie jetzt gleich entgegen. Oliver, wir haben gesagt, bis 15.09. wollen wir die 50.000 knacken und dann gibt es den Cobra-Stream. So, da legen sie ab von der Schlepperbrücke. Ich glaube, die 96 liegt da noch. Oh, auf dem Bild sind die Wolken jetzt aber schon ganz nice, oder? Ach, das ist auch schön, wenn man sich nicht um die Kamera kümmern muss. Das ist auch ganz schön. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir genau stehen jetzt. Ich glaube bei 49.100. 49.121 sind es jetzt. Also ich denke, das läuft. Ich habe gesehen, dass jetzt auch das Programm für die Cruise Days raus ist. Cruise Days ist ja quasi dann so das Event, womit wir dann hoffentlich diesen Schritt machen über die 50.000. Das ist ja am 13. und 14. September und da ist jetzt das Abendprogramm raus. Es gibt Freitagabend mit der Vasco da Gama ein blaues Feuerwerk, schöne Inszenierung und Samstagabend gibt es dann eine Parade mit mehreren Kreuzfahrtschiffen. Knurek, es gab eine Benachrichtigung über WhatsApp. Ich frage da gerne mal in den Chat, ob das Problem bei dir liegt oder ob alle keine Benachrichtigung bekommen haben. Debattberg, ich danke dir für dein Prime-Sub auf Twitch. 10 Monate schon, vielen Dank. Und Brigitte Wennemann haut nochmal eine Mitgliedschaft raus auf YouTube. Dankeschön. Oh, von der anderen Seite kommt die Kaishu, wenn ich das richtig sehe. Die fährt von rechts einmal ins Bild. Zum nächsten Baggerauftrag. Ist noch schön leer. Ja, könnte sich zeitlich ausgehen. Also die braucht ja immer so irgendwie 2 Stunden, bis sie fertig gebaggert hat. Dann ist sie voll. Vielleicht sehen wir sie auch noch, wenn sie wieder rauskommt. Also bei den meisten ist WhatsApp angekommen. Von daher würde ich jetzt mal vielleicht vermuten, dass du eventuell die Glocke nicht aktiviert hast. Und du deshalb vielleicht keine Benachrichtigung aktiv bekommen hast.
Rechte Seite haben wir die Stettin. Ist auch wieder da. Ich glaube, die ist gestern wieder gekommen. Und der Fabian hat ein halbes Jahr voll. Wäre die Willicam oder eine Elas-Cam nicht vielleicht eine Alternative? Ja, das ist, also Elas, da haben wir tatsächlich mal drüber nachgedacht. Das ist halt immer alles nicht so einfach umzusetzen. In der Theorie natürlich schon, aber in der Praxis ist es dann doch etwas schwieriger, als man denkt. Ja, wenn Fairplay 95 jetzt als erstes rausfährt, gehe ich mal davon aus, dass die hinten an die Mers gehen und nicht vorne. Der vordere Schlepper, der kommt ja immer etwas später. Stefan, ich bin nicht an Bord, aber wir haben eine Kamera an Bord. Von Fairplay 95. Und es ist erstmal das letzte Mal, bis wir vielleicht jemanden gefunden haben, der das Ganze übernimmt. Aber wir wollen ja Philipp auch nicht einfach so ersetzen, oder? Der hat so viel getan für uns. Wirklich, da hat sich echt eine gute Freundschaft aufgebaut. Kann ich nicht einfach so ersetzen, kann ich nicht sagen, Philipp weg, der Nächste. Also das fände ich auch irgendwie unhöflich. Kaishu voraus. Na, schön ist, dass ich hier gar nicht die Drohne zwingend brauche, um die Fähren zu umgehen, die mir immer vor die Kamera fahren. Aber keine Angst, die kommt auch noch zum Einsatz. Ursi wünscht sich das Horn von der Stettin. Ja, das können wir auch mal raushauen. So, Fairplay 95 kommt auch gleich vor meine Kamera. Aber Ursi, gerne. So, da kommen sie. So, in den wenigen Minuten, also einer oder so, trifft die 95 dann auch auf die Kaishu. Das sehen wir hier auch schon voraus. Ja, Sneaker-Scam bei der Polizei. Ich glaube, die werden mir einen tröten, wenn ich denen sage, sie sollen mal eine Kamera an Bord nehmen. Ein letztes Mal winken. Wobei auf dem Rückweg kommt er auch noch mal vorbei. Mit der Maersk im Schlepptau. Oh, Hundebesuch. Nein, du musst bitte nicht an das Stativ pinkeln. Es ist kein Baum.
Und Philipp grüßt, von einem Philipp zu Ehren des anderen. Vielleicht dann bald Lotsencamp in Bremerhaven. Ja, in der Tat haben wir das schon überlegt. Fairerweise muss man jetzt sagen, dass Philipp sich da auch erstmal einleben muss. Und das wird mit Sicherheit ein bisschen dauern. Aber die Option besteht ja. Also Technik ist da. Er hat das ja alles auf seinem Handy, was man da braucht. Und ach, guck mal, er dreht sich noch mal zu uns. Ja, lieber Philipp, Mensch, ich habe fast Tränen in den Augen. Ich habe fast Tränen in den Augen, echt. Es war so schön, aber ich freue mich. Wow, die Abschiedspirouette von Fairplay 95. Gleich noch mal etwas Show für die Gäste auf der Fähre. Ach Mann, scheiße, ey, das... Ach, ey. Ist das schön. Oh Mann. Ja, haut mal ein paar Herzchen für den lieben Philipp raus. Da steht er. Da ist er, der liebe Philipp. Ganz, ganz dickes Dankeschön, mein Lieber, wenn du dir das nachträglich nochmal anguckst. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Ach Mensch. Aber es ist einer von den schönen Abschieden, oder? Behält man gerne in Erinnerung. Eine tolle Zeit. Wahnsinn, die Jungs. Wahnsinn, die Jungs. Und Annette schickt ein Trostpflaster. 5 Euro. Vielen, vielen Dank, Annette. Das ist echt ganz lieb von dir. Burkhard auch 22 Monate. Schon wieder sensationell, ja. Oh, er lässt sich extra Zeit. Schnief, schnief, schnief. Ja, Mike, die Skalarnummer, unvergesslich. Damit fing es an. Die Begrüßung von Fairplay 95, als ich mit der Skalar zurückkam. Mit der Fifi Monitor Show. Was war das für eine Begrüßung? Damit ging es los. Mike, danke dir nochmal 2,59 für die geile Skalarnummer. Dankeschön.
Ja, und jetzt warten sie wohl auf die Maersk. Die ist ja auch nicht ganz so groß, also da müssen sie, glaube ich, nicht ganz so weit entgegenfahren. Katrin sagt jetzt noch Musik dazu. Ja. Hätte ich etwas eher schalten müssen. Da hätte ich etwas eher schalten müssen. Ja, Dirk, danke dir, 2 Euro. Vom Binnenschlepper zum Seeschlepper. Vielleicht können Sie ihn ja irgendwann mal als Springer zurück nach Hamburg holen. Ja, also falls ihr den Stream nicht gesehen habt damals mit Philipp auf der 95, wie gesagt, ist der mit Abstand am meisten geklickte bei uns auf dem Kanal mit über 300.000 Aufrufen. Alistair, welcome on board. Greetings to Ontario, Kanada. Und Autoscooter Stardust rated auf Twitch rüber mit 25 Autoscooter-Fahrern. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, dann fahren wir doch noch ein bisschen mit bei Fairplay 95. Sabine sagt auch, Fairplay 95, simply the best. Ja, absolut, absolut. Ich danke dir für die 5,99. Und jetzt ist Fairplay 95 auf dem Weg zur Maersk Chambal. Wir fahren noch ein bisschen mit und kosten das aus. Ja, Bastian, jetzt Andrea Bocelli, time to say goodbye. Ja, also das ist echt, also ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der mega emotionale Mensch. Aber sowas, da verdrücke ich dann schon mal eine kleine Träne. Ja, um 18:30 Uhr geht dann die Maribor Maersk raus. Noch ein Abschied, aber nur ein Abschied auf Zeit. Captain Michi Schindler, den ja auch viele von euch kennen, der auch auf Instagram und YouTube aktiv ist, der geht mit der Maribor Maersk raus. Ich glaube, die fahren erstmal nach Bremerhaven. Und der will auch winken. Nikira, ich benutze eine Mavic 4 Pro. Mike hört jeden Abend die Skalar-Folgen als Hörspiel. Das ist ja auch cool. Danke für 2,49. Dankeschön. So, ich meine, ich hätte auch eben schon einen Lotsen gesehen, der in Richtung der Maersk fährt. Herr Maus sagt, er hätte eine Hamburg-Hafen Live-Flagge auf der Fairplay 95 gesehen. Echt? Das wäre ja cool. Habe ich natürlich mal wieder gar nicht drauf geachtet. Chase, ich danke dir für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Lars, ich stehe am Elbstrand, hier in der Nähe vom alten Schweden. Guck mal, Philipp ist auch ein super Kameramann, oder? Bringt die Kamera so in Position, dass wir noch ein bisschen Schiffe gucken können.
Paddy, uns berührt das auch. Ich denke uns alle, schreibt Annette. Ja, ja. Danke für die 2 Euro. Aber ich freue mich auch, dass wir das jetzt noch mal hinbekommen haben. Ne? Ich war vor ein paar Tagen war ich noch mal an der Schlepperbrücke. Ich hatte noch ein paar Fotos gemacht für Philipp, die er sich gewünscht hatte. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir das irgendwie noch ein letztes Mal hinbekommen. Da freue ich mich total, dass das jetzt heute noch mal klappt. Hertha, Tom, 4 Monate auf Twitch. Ich danke dir für deinen Sub. Danke, danke. Virtual ist doch einfach okay, zählt nicht. Welche großartige Community sich um Hamburg Hafen Live gebildet hat. Das kann ich auch immer nur wieder betonen. Also das ist echt richtig, richtig schön, was sich da gegeben hat. Guck mal, Philipp zeigt uns noch mal hier das Seemannshöft, den Anleger von den Lotsenbarkassen. Auf der linken Seite das graue Gebäude, das ist die nautische Zentrale. Da wird der Hafen gelenkt. Lotse 4 ist an der Maribo dran. Danke, Ute. Das ist lieb. Philipp ist extra ein bisschen früher losgefahren, dass sie hier noch mal etwas Dönekes machen konnten. Und jetzt warten die da auf die Maersk Chambal. Maersk Chambal, ein Containerschiff mit 249 Meter Länge, 37 Meter Breite, 4500 TEU. Standardcontainer, fährt mit Hongkong-Flagge oder unter der Flagge von Hongkong, kommt aktuell aus Bremerhaven und hat eine Bruttoraumzahl von 50.714. Wer mit der Zahl Bruttoraumzahl oder mit der Angabe Bruttoraumzahl nichts anfangen kann, das ist keine Gewichtsangabe, das ist eine Größe für das Ladevolumen eines Schiffes, also eine Volumenangabe. Hat auch keine Einheit, also man sagt Bruttoraumzahl 50.000, da kommt dann nichts irgendwie hinter. Katharin, gestern wurde da noch gestrichen am Bumder Ufer. Wie heute der Stand ist, weiß ich nicht. Vielleicht fahre ich die Tage mal rüber und check mal die Lage. Sascha Schmidt, ich danke dir für 17 Monate Taschentuch für Paddy. Stream ist jetzt schon top. Ja, allerdings. Oh. Aber so ist es halt, ne? Also es ist natürlich unheimlich schwer, Abschied zu nehmen, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn es für Philipp den nächsten Schritt gibt. Ich glaube, er ist auch schon ein bisschen aufgeregt. Hertha, Tom, nee, ich bin nicht auf dem Schlepper. Ich stehe am Ufer. Aber hier vor meiner Kamera passiert gerade nichts. Von daher bin ich ganz happy, dass wir auf der 95 mitfahren können. Guck, gibt es noch eine kostenlose Hafenrundfahrt mit dem Schlepper. Ja, Sebastian hat auch noch mal den Link zu Philipps Instagram-Profil rausgesucht. Ich denke mal, der wird da auch einiges dann aus Bremerhaven posten. Philipp ist eigentlich auch immer recht aktiv. Also folgt ihm gerne auf Instagram, wenn ihr so ein bisschen das verfolgen wollt, was er da noch so in seinem nächsten Berufsschritt macht. Ach, René, moin. Na, hast mich gefunden? Ja,
Ich habe mich etwas im Gebüsch versteckt. Ich sehe schon. Philipp fährt jetzt erstmal zum Bubendeiufer und guckt, und guckt erstmal, wie es da aussieht, ob der noch abgesperrt ist. Bringt er uns dann rüber, oder? Ja, der kommt hier ja nicht hin. Nee. Also am Strand wird es etwas schwierig mit dem Tiefgang. Also so ein Schlepper hat ja auch, glaube ich weiß gar nicht, was die Tiefgang haben, 5, 6 Meter oder so haben die auch. Ne? Also aufgrund des Tiefgangs nehmen die auch die etwas kleineren Schlepper, die nicht so viel Tiefgang haben, für die Cap San Diego. Oder kaputt reißen oder so. Hallo. Katrin, ja, wenn du mit TUI in Bremerhaven abfährst, kann das dann irgendwann sein, dass Philipp da der Lotse ist, ja. Aber also er ist Seelotse, ne? Also in Bremerhaven gibt es ja auch, glaube ich, noch mal einen Hafenlotsen, wenn ich das richtig weiß. Also das heißt, Philipp übernimmt halt auch den Teil raus bis zum Stationsschiff Weser. Könnte mir aber auch vorstellen, dass die auch ab und zu schon direkt an Bord gehen. Moin, hallo. Hallo, Petra. Hallo Petra. Schön, dass du da bist. Andi, 5 Schweizer Franken, nichts ist für die Ewigkeit auf Erden. In diesem Sinne viel Erfolg im neuen Job für Philipp. Dankeschön. Ich denke, Philipp guckt sich das hinterher auch noch mal an. Jetzt steht die Fähre davor. Muss mal gucken mit der großen Kamera, wie weit ich da rüber komme. Aber die sind gerade heftig im Gegenlicht. Nee, das sind die Gebrauchen nicht mehr, die sind fertig da drüben. Bitte? Die sind fertig da drüben. Am Bubenderufer sind Sie fertig? Warst du heute da? Ja. Oh, das ist ja cool. Haben Sie schön gestrichen alles? Die haben wir also gestern hatten wir linke Seite gemacht, also da wo du immer stehst. Ja. Und heute die andere Seite. Ah, okay. Da waren sie fertig da. Ah, alles klar. Also Petra war heute da und meinte, die sind fertig am Bubendeiufer. Ja, das ist ja cool. Harry, das blaue Schiff, das sind keine Hafenrundfahrten, das ist eine Hafenfähre. Das ist so ein bisschen die kleine Hafenrundfahrt, also die Linie 62, damit kann man von Landungsbrücken bis nach Finkenwerder fahren. Hält auch da drüben am Bubendeiufer, aber auch Fischmarkt, Dockland, Övelgönne. Ist also wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, da mitzufahren. Moin. Pass auf hier mit den Steinen, nicht, dass du dir... So, gucken, wie das Ganze aus Philipps Sicht aussieht. Ah, er hat mal reingezoomt. Guck mal. Ja, Philipp, Mensch, sensationell. Guck mal, wie schön die da gestrichen haben. Da streicht doch gerade auch einer, oder? Sieht zumindest so aus, als wenn da jemand am Pinseln ist. Ja, hallo, ich meine, gibt es eine... Schicke ich doch einfach mal einen Schlepper rüber zum Nachgucken. Es lebe die Dekadenz. Oh, jetzt haben wir ein bisschen kleine Einbrüche, ein paar Klötzchen, aber fängt sich wieder. Dein Platz ist fertig. Ja, ja, hat die Petra gerade schon. Ich habe es auch gerade, ich sehe es gerade hier auf der Kamera. Fehlt nur noch auf dem Boden HHL. Echt, sind die am Streichen, ja? Ja, ja, da ist gerade einer am Streichen. Aber links ist alles sauber. Ja, ja, wir haben den Belag ausgewechselt. Aber er hat gerade, glaube ich, ein bisschen, ist gerade ein bisschen am Stocken, das Bild von der Schleppercam. Extra schick gemacht für HHL. Ja.
bin der Immenfreund aus dem Westerwald. Ah, du hattest vorhin geschrieben, ne? Ja, Ja. ja, ich hatte. Ja, Philipp, vielen, vielen Dank. Ja. Skolze, die haben ein Helipad eingezeichnet. Ja, das wäre was. Das wäre in der Tat was. Janni Hahn ist da, fragt nach der MSC. Also meine Info war 19 Uhr. Allerdings, heute Mittag hatte die noch nicht bestellt. 19 Uhr war in der Planung, aber der Lotse war noch nicht bestellt für 19 Uhr. Klar. Ja, ja, klar kannst du ein Foto machen. Natürlich. So, ich sehe auch Einschlepper Richtung Michi. Könnte sein, dass der zur Maersk geht. Robert, ich danke dir 2 € für Strichmännchen. Danke. Und Andi nochmal 2 Franken. Philipp, halt die Fifis drauf. Ja, das wäre noch mal was. Noch mal schön die Fifi-Anlage. So, hau rein das Foto. Kann man dann noch ein bisschen mit drauf? Ah, komm. Fast. Hätte fast geklappt. So, nochmal. Guck. Ich war extra beim Danke Friseur dir. heute für dich. Fairplay 11 ist das. Und Struppi hier schickt auch noch mal ein Dankeschön an Philipp. Die Bilder werden uns fehlen. In der Tat. Struppi, danke für 12 Monate. Der Bunny ist seit 9 Monaten da. Hofft, dass wir noch etwas länger streamen. Er ist noch auf Arbeit. Ja, also auf jeden Fall warten wir auf die Preziosa. Die soll um 19 Uhr rausgehen. Die muss ja noch drehen. Also bis die hier ist, wird es bestimmt 19:30 Uhr. Und wir fahren zur Feier des Tages noch ein bisschen Schlepper. Dieter fragt, wie die Arbeitszeiten der Schlepperkapitäne sind. Also der übliche Turnus ist 2 Wochen an Bord, dann 2 Wochen zu Hause. Und ja, während sie dann an Bord sind, dann leben und schlafen die also auch an Bord. Da wird auch gekocht und so weiter. Haben dann natürlich ihre Ruhezeiten, die sie einhalten müssen. Und ja, es ist so ein bisschen auf und ab. Manchmal haben sie Tage, da müssen sie irgendwie die ganze Nacht durchfahren. Und dann gibt es aber auch Tage, die mal ein bisschen ruhiger sind, wo dann nichts los ist im Hafen. Aber die sind dann quasi 2 Wochen auf Bereitschaft. Na, das ist aber nicht Willi. Nee. Nein. So, könnt ihr denn auf den großen Bildschirm schon die Chambal sehen beim Philipp? Also ich kann sie noch nicht erkennen. Könnte sein, da ganz hinten am Horizont, da sehe ich irgendwie so was Sensorfleckmäßiges. Das könnte sie sein. Ja, Ute, das Schöne ist, dass wir hier tatsächlich gut sehen können, wenn die Leinen losgemacht werden bei der Maribo Maersk. Also mal zum Vergleich. Ich hatte ja eben über die Bruttoraumzahl gesprochen. Das ist ja ein Maß fürs Ladevolumen, die Maersk Chambal.
mit ihren 4.500 Toy hat eine Bruttoraumzahl von etwas über 50.000. Hier im Bild haben wir die Maribo Maersk, die hat ja 399 Meter Länge, 60 Meter Breite, kann über 18.000 Toy transportieren. Und die hat eine Bruttoraumzahl von 194.849. Die größten Schiffe, also die größten Containerschiffe, die gehen dann auch über die 200.000 hinaus. Mike, ich begrüße dich auf unserem Kanal. Vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Willkommen an Bord. Dankeschön. Nee, Marita, ich glaube nicht, dass das Willi war, oder? Nee, das war nicht Willi. Willi hat ein anderes Boot. Tony, 10 Euro. Tschüss, Tanja und Paddy. Sadly, I have to leave now. Tony here. Have a nice day. And thanks for the donation. So, dann kommt dann wohl noch die Wapo mit der Bürgermeister Weichmann der 95 entgegen. Ja, Landkärtchen ist auch ganz süß von dir. Ist schon komisch. Ich kenne den Philipp ja nicht persönlich, aber trotzdem stellt sich ein wenig Wehmut ein. Ja, das ist so. Ne? Also diese ganzen Menschen hier aus dem Hafen, die auch irgendwie dann in den Streams auftauchen, irgendwie gewinnt man die ja lieb. Und ich finde halt, das macht halt auch den Unterschied aus. Ne? Also einfach nur Schiffe zeigen, ist halt was anderes, als wenn man dann auch irgendwie so ein paar Menschen mit einbindet und zu denen Kontakt hat. Ne? Dann kriegt das Ganze gleich ganz, ganz anderen Charakter. Die Apfeltelefonwinkerin. Die Claudia ist seit 27 Monaten dabei. Schon Pläne für Montag, 17 Uhr geht die Mein Schiff 1 mit uns an Bord raus Richtung New York. Fahren ist selbstverständlich dabei. Wir würden uns über einen Stream sehr freuen. Ja, natürlich haben wir Pläne für Montag. Da haben wir uns nämlich einfach mal eine Barkasse klar gemacht. Wir sind mit Elas unterwegs und werden dann sowohl die Mein Schiff als auch die Queen Mary 2 direkt von der Barkasse aus mit einem Livestream begleiten. Ich glaube, das wird auch wieder toll. Da werden wir dann wieder ganz nah dran sein. Die Mein Schiff liegt ja in der Hafen City am Terminal. Und das Schöne ist, dass wir da natürlich dann mit der Barkasse ganz dicht rankommen. Bin mal gespannt, welches Schiff als erstes rausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Queen Mary 2 zuerst rausgeht. Aber wir werden auf jeden Fall beide Schiffe mitnehmen. Aber sehr cool, dass ihr nach New York fahrt mit Flagge an Bord. Wow, da freue ich mich ja. Mr. Bindilindi, auch an dich ein dickes Dankeschön für eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke. Da kommt der nächste Schlepper zur Maribo Maersk. Auch ein Fairplay-Schlepper. Ich kann jetzt gar nicht erkennen, welcher das ist, aber ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn bei Ute ein Licht angeht. Und hier die neueste unserer Hafenfähren, die Grasbrook. Auch mit einem Voigt-Schneider-Antrieb. Den Herrn von Voigt haben wir ja letztens kennengelernt. Super spannende Geschichte. Christian Hering, auch seit 18 Monaten dabei. Er schreibt sensationell bei uns. Danke dir.
Ja, ich glaube, da hinten sieht man sie schon. Ist natürlich immer ein bisschen weitwinklig, die Kamera auf dem Schlepper. Deshalb erscheint alles weiter weg. Immer sehr, sehr klein. Ach, Fairplay 94 war das. Auf dem Weg zur Maribor Maersk. Ja, nochmal so eine kleine Info am Rande. Maribor Maersk hat das Maersk hinten stehen, Maersk Chambal. Da steht das Maersk vorne im Namen. Und ob Maersk jetzt, der Reedereiname, vorne oder hinten steht, daran kann man erkennen, ob das ein eigenes Schiff ist. Also die Maribor Maersk, das ist ein eigenes Schiff. Und die Maersk Chambal ist ein geschartertes Schiff. Male, nein, die kleinen sind noch nicht im Shop, weil ich immer noch keine Fotos gemacht habe. Und das liegt daran, dass ich noch einen weißen Hintergrund brauche. Und ich habe jetzt mir extra Flipchart-Papier bestellt. Das soll morgen kommen. Und dann hoffe ich, dass ich endlich Fotos machen kann, weil ich brauche die nämlich freigestellt für den Shop. Die Abfalltelefonwinkerin sagt, mein Schiff 1, 17 Uhr, die Queen um 19 Uhr planmäßig. Also um 17 Uhr dürft ihr nicht raus, das kann ich dir schon mal sagen. Weil wir nämlich um 18.30 Uhr starten. Ich hoffe, das bewahrheitet sich nicht mit 17 Uhr. Warten wir mal ab, was da noch an Infos kommt. Ob wir da noch mal irgendwie umdisponieren müssen. Aber 17 Uhr wäre schon sehr sportlich, weil wir halt auch ein paar Leute eingeladen haben. Wow, Johannes ist wieder, also Johannes, sag mal, das ist mir jetzt echt unangenehm, mein Lieber. Mann, oh Mann. Alter Verwalter, Johannes, schon wieder 500 Euro. Boah. Mensch. Johannes, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja nicht das erste Mal. Komplette Eskalation, Mensch. Danke, danke, danke. Wow. Wow. So, und da kommt, das könnte die 96 sein, oder? Der Zwilling von der 95. Fairplay 95 und 96, ich nenne sie immer die Fairplay Twins. Boah, Helga. Helga haut auch 50 Euro raus. Sag mal, seid ihr denn wahnsinnig heute? Alter, Zuschuss für den Puschel. Helga, danke, danke, danke. Hallo. Wir warten auf Michi zusammen. Ach, ihr wartet auf Michi, ja. Ja, hallo. Ich glaube, er hat es Ihnen gesagt. Ja. Sind Sie die Mama von Michi? Ja, richtig. Ach, das ist ja süß. Guck mal, Michis Mama ist auch da. Gleich noch mal winken, wenn es losgeht. Ja, die ersten Schlepper sind schon da, Lotse ist schon da. Ich denke, Michi wird auch relativ pünktlich loskommen. Ja, ja, wir haben gerade noch miteinander gesprochen. Ist alles okay. Michael Schenk, auch seit 26 Monaten dabei. Michael, Dankeschön. Ja, hier kommt Captain Sebastian Kanzler auf der Fairplay 96. Meine Damen und Herren, auch ein Urgestein der Hamburg Hafen Livestreams. Und auch immer für eine Pirouette gut. Ha. Leute, was ist denn hier schon wieder los? Auch noch mal eine Abschiedspirouette. Die widmen wir aber auch dem Philipp, oder? Ich hoffe, die Tassen sind alle fest im Schrank. Mega. Also echt mega. Ist Brigitte da? Nee, nichts was da.
Und schunkeln. Und ein bisschen schunkeln. Jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Leute, was ist das wieder hier für ein Stream? Oh, ey. Liebe, Liebe, Liebe für 95 und 96. Und Tanja kommt auch. Wahnsinn. Basti, vielen, vielen Dank. Ja, das ist in der Tat mega sensationell. Ich gebe euch recht. Michael, hatte ich dir schon gedankt für 26 Monate? Ich bin schon völlig durcheinander. Ich habe hier gerade so eine Reizüberflutung. Ja, die sind völlig am Eskalieren und am Durchdrehen. Sabrina fragt, ob das die Bewerbung für die neue Schleppercam ist. Ja, gucken wir mal. So, im Hintergrund geht noch die Wilson Brake durch. Ja, und die warten jetzt, glaube ich, auch ganz entspannt auf die Maersk Chambal. Meistens spannen die auch erst hier irgendwo an. Die 96 wird wahrscheinlich vorne auf die 1 an den Bug gehen. Schauen wir doch mal, was die 95 treibt. Hä? Die fahren ja schon wieder in die andere Richtung. Sind die schon dran? Nee. Fahren die neben der Maersk oder fahren die ein Stück zurück? Habe ich wieder gepennt, Hälfte wieder nicht mitbekommen. Mama, ich danke dir für 4 Monate bei uns auf Twitch. Danke für deinen Sub. Und MSC-süchtig, 7 Euro für eine Dirty Banane an der Poolbar auf der MSC. Herzlichen Dank. Oh, Claudia sagt, die Mein Schiff 1 haben sie von 19 auf 17 Uhr vorverlegt. Das ist in der Tat ein Problem. Die Mein Schiff soll Montag schon um 17 Uhr rausgehen. Ja, habe ich gerade schon gelesen. Und jetzt? Ja, das ist echt ein Problem, weil wir auch ein paar Leute eingeladen haben. Ich fürchte, dass... Ist das denn fix? Ja, ich habe aber gerade schon so eine Idee, was wir machen können. Lass mich mal ein bisschen nachdenken. Lass mich mal nachdenken. So ein Mikro? Ein Mikro für Tanja, jawohl. Das ist mal ein funktionierendes Mikro für mich, ja. Hallöchen. Endlich ist die Chefin da. Alle together. Hier bin ich. Robert Kröber haut noch mal 5 Mitgliedschaften raus. Robert, danke, Digga. Ich musste Danke, noch mal danke. zurückfahren. Ich hatte dein Essen vergessen. Oh mein Gott. Ja, aber ist ja jetzt nicht so, dass ich keine Reserven habe. Das stimmt. Und dann war super Stau. Ja. Und Aber ich habe alles mitbekommen im Auto. da gehen schon die Leinen los bei Michi. Oder? Da gehen doch schon Leinen los. Der will weg. Ja, da sind auch schon welche los. Doch, Frauke, die Fairplay-Schlepper, die haben einen Tiefgang von 6 Metern. Da hängt ganz schön was drunter mit den fetten Antrieben.
Ja, Viking Firefighter, die 95 und 96, die machen was zusammen. Und zwar die Maersk Chambal reinbringen. Die ist ja nicht ganz so riesig. Ich glaube, die geht zum CTA. Und das hier ist so der Punkt, wo sie dann normalerweise auch anspannen. Deshalb wartet die 96 jetzt hier. Und die 94 ist auch noch nicht fest. Die 95, Entschuldigung, die 94 ist ja an der Maribo. Elbkicker Stefan, 21 Monate, auf weiterhin gute Kontakte zur Schleppi Gang. Ja, also alleine der Kontakt zu Conny, der ist ja schon Gold wert. Aber auch zu den anderen Jungs haben wir einen ganz guten Draht. Du hast ja heute hier so ein bisschen komischen Platz dir gesucht, ne? Ja, aber man kann hier besser gucken, oder? Findest du Okay. nicht auch? Wir haben hier weniger Gestrüpp vor der Nase. Das stimmt. Wir stehen hier so ein bisschen bergab. Dass das hier überhaupt alles hält, was du hier aufgebaut hast. Spielräume, Psychotherapie und Co. aus Dortmund. Willkommen an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Ja, Dani, wer liebt die Schlepper nicht? Es sind einfach super tolle Gefährte. Ein Horn für Johannes. Ich habe da eben die Fairplay 95 extra für Johannes rausgehauen, oder? Aber klar, da können wir natürlich noch mal. Guck mal hier, ein alter Bekannter. Ich weiß, eins der Lieblingshörner. Das gibt's noch mal. Ja, die Maersk Chambal wird mich hier noch vorbeilassen und dann können die auch losfahren, aber die brauchen ja auch einen kleinen Moment, bis sie abgelegt haben. Da haben sie dir aber wieder alles hier heute durcheinander gebracht. Kann Alles. das sein? Alles, ne? Komplett durcheinander. Aber die Fairplay-Jungs haben alles rausgerissen. Alida ist seit 13 Monaten da und schreibt, dass da eben ihr Arbeitgeber vorbeigefahren ist, Renos. Ja, die sind mal öfters hier. Hast du schon einen neuen Freund? Den Hund? Ja, diesen. Also ich hatte eben schon Den Hundebesuch, Gelockten? hatte aber auch, guck mal hier, da hat schon einer hingepinkelt. Ah, okay. Auf dein. Nee, nicht ans Stativ. Wer Glück gehabt. Ich hätte sonst noch einen mitbringen können, der kann das auch ganz besonders gut. Oh ja, unser Rüde, der kann auch echt überall dran pinkeln. Ja. Ja, können wir machen, klar. Komm her. Grüße. So. Willst du auch mit drauf? Dann kann ja René das sonst machen. Das macht er bestimmt. Der ist super, der ist super an der Kamera. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich gehe noch mal auf die Schleppercam hier, dann können wir in Ruhe ein Foto machen. Der beste Fotograf hier an der Elbe. Okay. So, Dankeschön. Gerne. Extra hergekommen wegen euch. Ach, Das ist aber lieb. Aus dem Hotel nochmal. aber nicht mit dem Rad, oder? Doch. Auf was? Ist ja verrückt. So, Schleppercam hat gerade so ein bisschen Funkloch. Wahrscheinlich, weil sie gerade im Windschatten von der Maersk fahren. So, die kommt da aber jetzt rein. Und Hier am Elbstrand ist ja heute wieder richtig Amora-Alarm. hier ist richtig ne? was los. Also Ja. hier ist er richtig. Ja. Und Selfie-Alarm. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das Mückenspray.
Ich habe Mückenspray im Rucksack, aber ich glaube, Das so ist gut. schlimm wird es heute gar nicht. Meinst du nicht? Nee. So, ich guck mal, ob wir wieder auf der Schleppercam was kriegen. Die fahren immer noch nebenher. Die eine Maersk kommt, die andere geht, ne? Ja. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Weißt du, wie lange der Michi jetzt unterwegs ist? Was haben die denn immer so? Das auf weiß ich den- nicht genau, aber ich denke mal, 3 Monate wird er schon unterwegs sein. Haben wir nicht auch gefilmt, als er das letzte Mal zurückkam? Ja, so, haben wir denn ein Drohnenbild? Du musst mal so ein bisschen auf den Chat achten. Ich Ja. bin jetzt mal Okay. einen dann- Moment aus dem Chat raus. Jo. Da muss ich mal so ein bisschen gucken. Ist das denn schon wieder so lange her? Wahnsinn. Na, erstmal den Philipp finden. Der versteckt sich da irgendwo hinter der Maersk. Oder? Wo ist denn der? Wo ist denn die 95? Der muss doch da irgendwo sein. Hä? Bist du sicher, dass sie das Schiff abholen? Kommt da noch ein? Maersk Chambal wollte er ran. Der ist gar nicht mehr da. Wo ist er denn? Der wollte dich noch mal so richtig verarschen zum Hat er Schluss. sein Schiff verpasst oder was? Wo ist denn die 95? Da vorne. Hä? Was ist denn da? Bei der Hä? MSC. Da hinten? Der ist doch nicht an uns vorbeigefahren, oder? Ich bin völlig durcheinander. Total durcheinander, wo die 95 geblieben ist. Guck mal da. Ja, ja, da hinten, aber ich dachte, das wäre die 96 da hinten bei der MSC. Ach, doch, dann ist der das doch da hinten an der MSC. Ach, guck mal. Doch, ich habe das nicht mitgekriegt, wie der hier an uns vorbeigefahren ist. Frechheit. Guck mal. Gary ist auch da. Unser Brückenfahrer. Moin, Gary, mein Lieber. Genau, ich stehe vor dem MSC-Dampfer. Ah, da können wir ja gleich auch noch mal rüber filmen. Sehr cool. Zu Gary. Ja, da hat mich die 95 jetzt aber völlig verladen. Da stehen sie da hinten. Da Mensch, stehen sie. Das ist doch schön, dass Gary mal wieder da ist. Ja. Gucken wir mal, ob wir Gary reinkriegen. Oh, falsche Kamera. Das ist die. Gary ist wahrscheinlich schon wieder weg. Es ist gerade wieder etwas viel.
Gary, sorry, ich erwische dich gerade nicht. Ja, ich hätte gedacht, dass die deutlich eher anspannen, die beiden Schlebbis. Also Gary sagt, er steht am weißen Polo. Polo, habe ich es richtig jetzt gelesen hier? Warte mal. Warte. Guck nochmal. Am weißen Polo, ja, den musst du erst mal sehen auf dem kleinen Monitor. Warte mal, Guck hier vielleicht auch ist noch er mal. das da. Da läuft jemand ganz in Gelb rum. Aber einen weißen Polo? Oder steht er hinter der Mauer da? Ich erwische ihn leider nicht. So, jetzt geht's aber auch schon mit Maribor-Maersk los. Oh Mann! Leute, was ist denn das schon wieder für ein Stream? Die gehen spät dran, finde ich. Jetzt ist ja wieder zu viel Action im Hafen, ne? Nein, zu viel Action gibt es nicht. Guck mal, Gary schreibt hier an der Kaimauer von dem MSC. Ja, ja, da war ich ja eben. Naja, Da war ich ja drauf. Ich habe ihn nicht gesehen. es ist auch echt. Das ist echt schwer. Und dann haben wir natürlich immer die ganze Zeitverzögerung. Das kommt dazu, ne? Ah, guck mal, was für ein Bild von Fairplay 95. Oh, ja, cool. So, ich finde, dafür dürft ihr jetzt aber mal ein paar Abos raushauen. Guck mal, kriegen wir gerade noch einen Beluga raus. Macht richtig Randbatz hier. Ja, der muss, Beluga haben wir jetzt, der muss jetzt leider mal so durchfliegen. Ja, ja, aber ich kann nicht überall gleichzeitig ihn filmen. Der Beluga ist jetzt mal raus. Wir haben gerade so spannende Bilder hier von Fairplay Ja. 95 Das stimmt. und dann geht die Maersk raus. Joachim Bettenhausen, 2 Euro. Paddy, Kameramann, Regisseur und Koordinator. Ja, manchmal ein bisschen viel. Wobei ich mag's ja. Ich mag's ja, wenn richtig Action ist. Und Hundebesitzer. Und Und Hundebesitzer. Ehemann. Anonymous verschenkt ein Sub an Weißes Loch. Dankeschön. Und Dansk Dani ist im 8. Monat dabei. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Sub auf Twitch. Tschüss. Tschüss. So, Michi hat auch die Leinen los. So, Michi hat die Haare schön und die Leinen los. Meinst du? Polizei ist auch schon an beiden Seiten. Sperrt gleich ab.
Ich werde aber noch mal landen, weil das dauert ja im Moment, bis die Maersk hier ist. Boah, was für Bilder von der Fairplay 95. Guck mal. Ja, ich sehe das hier schon. Großartig. Was für Bilder. Guck dir den Wulzbug an. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn. Wenn da jetzt noch ein Delfin rüberspringen würde, das wäre sensationell. Richtig gut. Ja, der Mensch da draußen, das ist in der Tat ein wunderbarer Größenvergleich. Und ich meine, es ist nicht mal eins der größten Containerschiffe. So, Michi soll sich ruhig noch einen kleinen Moment Zeit lassen. Male schickt noch mal einen Erste-Klasse-Zuschlag für die Schleppercam. 2 Euro, danke, danke. Und Erhard haut auch noch mal 2 Euro Superchat raus. Erhard, auch an dich ein dickes Dankeschön. Da kann ich auch echt nicht genug von bekommen. Eigentlich ganz schön, dass sie nicht so voll beladen ist, weil dann sehen wir den Wulzbug jetzt so schön. Ja. Ich meine, da jetzt Schwester Hansen drauf. Als Meerjungfrau. Genau. Ja, Das wäre doch was. das wäre was. So, und für die Maersk Chambal Fairplay 95 geht es jetzt unter der Köhlbrandbrücke durch. Schleppleine ist fest und gleich gehen sie auf Abstand. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ab und zu hat die Schleppercam so ein bisschen, pixelt die ein bisschen, aber da können wir mit leben. Je nachdem, wo die gerade fahren. So, ist fest. Das war das Zeichen vom Decksmann. Die gekreuzten Arme. Der Bojenmann ist weiter. Ach nee, den sehen wir gar Bojenmann nicht. Ne? sehen wir nicht. Nee. Der ist hinterm. Genau, wenn du da direkt Doch, durchguckst, den siehst den du? sieht man da durch. Ja. Ja. Den Bojenmann doch, den kann ich
Ja, den Können wir gleich mal, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Genau. Ja. Wird ja auch Bernhard. immer wieder gerne gewünscht. Ja, Bernhard, vielen, vielen Dank. Dankeschön. 5 verschenkte Mitgliedschaften, Dankeschön. Roger fragt, wie wir die Dualübertragung machen. Ja, Mobilfunk macht's möglich, sage ich mal. Mobilfunk macht's möglich. Tschüss. Tschüss. Wow. Was für ein cooler Blick. Oh, guck mal, die Sonne kommt auch ein bisschen raus. Ja, ja, die Sonne kommt raus. Man sieht es auch auf der Schnappercam. Ja. Yves schickt auch nochmal 10 Euro für sensationelle Bilder. Dankeschön. Dankeschön. So, Michi ist in Bewegung. Der hat gerade abgelegt. Das heißt, gleich kriegen wir dann noch den Brocken des Tages, die Maribor Meers Triple E-Klasse. Der Brocken des Tages. Brocken des Tages mit, Ich dachte, der liegt da links. mit einer Bruttoraumzahl von 194.000. Aber einen kleinen Moment hat er noch. So lange fahren wir, glaube ich, noch bei Fairplay 95 mit. Das müssen wir einfach genießen. Erhard schickt auch nochmal 2,49 mit Dankeschön. lieben Grüßen aus MG, Mönchengladbach, oder? Ich würde jetzt mal Mönchengladbach sagen. Liebe Grüße zurück. Boah, heute passt aber auch das Licht, oder? Guck mal, blaues Wasser, blauer Himmel, blauer Schlepper, blaue Maersk. Nur der Paddy ist noch nicht blau. Ich kann dir was Aber holen, da ich- hinten ist offen. Ich muss heute, vorgestern waren wir ja auch noch mal bei Schwester Hansen. Hatte ich ja im Stream angekündigt, da war der Paddy blau. Aber du hast ja noch einen Anschlussjob hier noch, weißt du ja. Da könnte sein, dass du Stimmt, blau ich muss wärst. ja nachher noch mal, ich muss mich ja immer bei den ganzen Mädchen um die Technik kümmern und nachher muss ich noch mal den Router-Doktor spielen. Da kannst du auch einen Livestream machen noch. Bei Claudi. Bei Claudi zu Ja. Hause, ja. Ja. Jörg, danke dir für 2 Franken, vielen Dank. Wasserburg ist auch anwesend. Danny, Dankeschön. Dankeschön, 2 Euro. So. Boah, der Stream geht auch wieder in die Annalen ein. Absolut. Absolut. Ist irgendwie so lauschig hier, ne? Auch nicht so Party, ne? Das ist echt gut. Ja, eben war es sehr bewölkt. Also vorhin waren hier noch viele Familien. Und als es bewölkt wurde, dann sind die alle ab nach Hause. Vorbei an der Kaishu. Ach, Roger geht an Bord bei Michi. Roger, dann liebe Grüße. In Rotterdam besucht er ihn. Ja, Roger auch sehr aktiv in der Shipspotting-Szene. Wie heißt der Kanal nochmal? Sailor Shipping International oder so Warte. ähnlich, ne? Ja. Sailor und, nee, Shipping Worldwide. Sailor Shipping Worldwide. Der gute Roger. Auch immer sehr aktiv. Reist auch viel, kennt auch viele, viele Crewmitglieder. So, jetzt will ich mal Dann gerade hättest du doch gucken. eigentlich mit Michi bis Rotterdam fahren können und der hätte dich dann da abgelöst. Das wäre Das doch auch hätte ich in der was. Tat machen können. Das wäre cool. Das wäre cool. Oh, guck mal, Michi kriegt aber auch bestes Licht, ne? Extra bestellt, würde ich sagen. Ja. Nein, Kai, Paddy Blau möchtest du nicht erleben, obwohl Tanja meinte, ich war sehr lustig. Du warst sehr lustig. Aber du warst auch sehr blau. Ich war sehr blau, ja. Vorhin hast du dann immer so schön angezeigt, wie so ein Polizist, wo ich langfahren muss. Herrlich. Guck mal, jetzt sind sie gerade unter der Köbrandbrücke. Sönke, danke für 5 Euro. Einfach nur mal ein Danke dafür, dass ihr uns so viel Freude bereitet. Es grüßt der Sönke aus der Badewanne. Ich hoffe, du hast einen kleinen Schlepper in deiner Badewanne. Angelika schreibt auch fantastisch, 11 Monate. Dankeschön.
Nein, Reiswolf, das ist noch keine neue Schleppercam, das ist die Abschiedstour von Philipp. Der geht morgen von Bord. Das ist heute sein letzter Tag. Ich weiß nicht, ob die heute, kann sein, dass die morgen früh oder heute Nacht noch einen Job haben, aber morgen ist Ablösung. So, und da kommt dann auch Michi mit Maribo Maersk. Ich würde schon mal starten, dann habe ich das erledigt. War super, war doch gut. Hast du nicht gesehen? Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So. Michi hat auch gesagt, ich darf ruhig ganz nah ranfliegen, aber Michi, ich will es nicht übertreiben. Lieber nicht übertreiben. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, oder? Ich weiß gar nicht, welches Bild schöner ist. Ja, da kommst du echt in Schwulitäten hier. Ja, Also, ja. Yves, 2 Euro fürs Schlepperhorn. Gerne, danke dir. Philipp, klar kannst du mit mir ein Bild machen. Wo bist du denn? Stehst du hinter mir? Hier ist aber kein Philipp. Oh Mann, die Maersk, die drehen sie ja auch gleich noch, die Chambal mit dem Schlepper. ja, ich auch. Tschüss. Tschüss. Huch. Falsche Kamera. Moment, so war das nicht gedacht. So. Was habe ich denn da jetzt wieder kaputt gemacht? Nein, ich will doch die Drohne ganz haben. Moment, ich muss mal kurz was reparieren. Mist, ich krieg das Drohnenbild nicht groß. Was habe ich denn da jetzt wieder gemacht? Oh, jetzt ist es ganz weg. Moment.
Ach, boah, ich bin ein Trottel, ne? Das glaubt ihr mir jetzt nicht. Nee, sag es lieber nicht, ist Ich peinlich. sag's nicht. Ich sag's nicht. Ja, es war kurz mal alles dunkel, aber jetzt haben wir ein Drohnenbild. Ich sag's nicht, woran es lag. Ich sag's nicht. Ja Mann, ich habe das Kabel nicht reingesteckt bei der Drohne. Kann passieren. Ja. Dafür ist jetzt die Schleppercam kaputt. Ich werde wahnsinnig. Ah, du kannst es ja auch wieder reparieren. Ja, Durchatmen, ja. 3 Schluck Kiezmische und dann passt das. Oh Mann, echt. Ich habe alles
Ach komm, dann gehen wir eine Runde baden. Nein, 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 warte. Oh. Was ist denn das? Was habe ich denn jetzt hier kaputt gemacht mit dem Ton? Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, dass ich beim Umschalten der Kamera den Ton wegschalte. Nein, da geht der Ton immer weg. Ich habe gerade richtig Murks gebaut. Ist nicht unser Wingman im Hintergrund, der das alles richten kann, was du hier verbockst? Ja, wieder weg. Oh. Doch, das ist tragisch. Das ist gerade tragisch. Ich habe mich etwas verhaspelt. So, jetzt müssen wir zumindest Ton haben und die Drohne. Wenigstens das müssten wir jetzt haben. Muss ich ganz in Ruhe beigehen. Bleiben wir jetzt auf der Drohne. Ja, ich habe mich hier bei meinen Knöpfen, da habe ich eben irgendwas verstellt, dass jetzt automatisch immer die eine Kamera komplett deaktiviert wird, wenn ich die Kamera wechsle. Und an der Kamera hängt der Ton dran. Und das konnte ich jetzt zumindest gerade manuell fixen, aber wenn ich jetzt die Kamera umschalte, geht der Ton immer wieder weg. Also das muss ich ganz in Ruhe nochmal fixen. Ja, aber wenn wir jetzt eine Kamera mit Ton haben. Ja, wir haben jetzt die geht das Drohne ja auch, ne? mit Ton, also ist alles gut. Genau. Und das machen wir einen Stummfilm draus, ist auch schön. Genau. Guck mal, an dieser Sattelschlepper hat auch 5 Schweizer Franken raus und sagt, ein sensationeller Teststream. Ja, so machen wir das. Jetzt hat das Kind doch einen Namen. Prima. Oh, und die Mers Chambal, die drehen sie gerade. Oh, ey. Gucken, ob wir Michi erwischen. So, Michi wollte winken. Mal gucken. Ah, er steht draußen. Da ist er doch hinter der. Also Sehe ich sogar ohne Brille. da ist er. Gute Reise. Und die Mutti winkt auch, wie süß.
Wow. Naja, wenigstens habe ich so gerade hingebastelt, dass wir ein paar Bilder haben. Da fährt der Michi. Wenn er das nächste Mal hier einläuft, dann sind aber schon ganz andere Temperaturen. Dann Da ist möchte ich gar kalt, nicht dran ja. denken. Aber dann, Dann ist ist er ja, kalt. dann ist aber Weihnachten ja hier. Ist auch ganz schön. Das Geräusch, ne? Das Ja. hört sich echt so cool an. So, dann können wir doch jetzt eigentlich noch mal gucken, was die Schleppercam treibt, oder? Mal gucken. Nee. Warte mal, ich hab. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Also hier wird noch ordentlich gebastelt und gearbeitet. Ja, ich versuche gerade. Okay, habe ich jetzt. Warte mal. Geht das denn? Kamera 2. Geht. Kamera 1. Geht. Kamera 3. Geht. Kamera 4. Geht nicht. Ah, da ist Kamera 4. So, jetzt nochmal durchschalten. Warte mal, Kamera 1. Geht. Kamera 2. Geht. Kamera 3. Geht. Kamera 4. Geht. Ah! Ja. Ganze Action vorbei, aber es geht wieder. Und Ton ist die ganze Zeit da, ne? Puh. Okay, nur Bild in Bild habe ich jetzt nicht gefixt. So. So, mal gerade gucken, haben wir denn jetzt Ton? Ja, wir haben die ganze Zeit jetzt Ton wieder, ne? Und die Preziosa ist auch auf dem Weg. Ah, Preziosa ist auch auf dem Weg? Ja. Ja, cool. Ich gehe nochmal auf die Schleppercam, ob wir dann auch noch Ton haben. Ja, haben wir auch noch Ton. Sehr gut. Okay, Preziosa ist auf dem Weg.
Ich lande aber. Ja, Philipp ist da fleißig am Drücken an der Maersk. So. Kam alles nur, weil ich das Kabel nicht drin hatte. So, schon wieder Downjackenzeit hier. Echt richtig frisch hier an der Elbe. Ja Leute, ich weiß, dass ich mich dafür nicht entschuldigen muss, aber ihr wisst, dass mich solche Dinge am meisten nerven. Und mir tut das halt leid, dass gerade in dem heißen Moment, wo hier die spannenden Bilder kamen, dann plötzlich Totalausfall war. Aber ja, was soll ich sagen? Menschliches Versagen. Ne? Menschliches Versagen. Die meisten Fehler. Birgit ist seit 19 Monaten dabei. Dankeschön. Dankeschön. Super Bilder, danke. Und Ralf schickt 2 Euro für Nervennahrung. Apropos Nervennahrung. Hast du welche mit? Ich habe was mit. Ja, das ist super. Und Guido schreibt, Bild und Ton sind perfekt, ja. Aber wir können gleich dann noch mal bei Fairplay 95 mit zurückfahren. Janik, nein, wir haben für die Schleppercam noch keinen Nachfolger. Und ich will mal gucken, ob wir jemanden finden, der da Lust zu hat. Aber erstmal ist heute der Stream, um Philipp Danke zu sagen. Schon ein bisschen traurig, ne? Findest du nicht Ja, auch? ja. Guck mal, da kommt doch auch schon wieder. Da ist die 94. Ja. Kommt hier auch noch mal ganz dicht. Wo wollen die denn hin? Die 94 macht den Hattrick heute voll. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das 3. Karussell heute. Wie cool. Wie cool ist das denn? Liebe Grüße, ich weiß gar nicht, wer auf der 94 ist. Ich weiß gar nicht, wer auf der 94 ist. Aber liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Mega. Mega. Leute, so viele Schlepperkarussells. Wie cool. Wer ist denn da drauf?
Die bewerben sich für die Schleppercam. Ganz toll. Richtig tolle Jungs. Dankeschön. Wirklich klasse. Wirklich klasse. Mensch, was haben wir für ein Glück heute, du? Die 94 gewinnt gerade die Cam, ja. '94, 95, 96, alle dabei Ja, heute. Dankeschön. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Nee, also heute ist echt der Schlepper-Hattrick. Ja, die 95 ist noch am Drücken an der Meers, sonst hätte ich da noch mal zurückgeschaltet, weil die Rückfahrt unter der Köhlbrandbrücke, die wollen wir natürlich mitnehmen. Ich sehe auch da hinten, da kann ich mal rüberschwenken und dann können wir vielleicht auch noch mal jetzt den Bojenmann zeigen. Ich sehe nämlich dahinter hinter dem alten Schweden, na, da sieht man den Bojenmann und da kommt auch der Popo von der MSC raus. Aber der geben wir noch einen Moment, oder? Aber da ist der Bojenmann ganz klein. Du, wir sind nicht nur Home of the Horn, sondern auch Home of the Pirouetten. Home of the Schlepper-Pirouette. Speedy, ich danke dir für 7 Monate. Dankeschön. Guten Abend, danke für deinen Sub. Dennis schickt 10 Euro, super Stream mit vielen Highlights. Ja, absolut. Absolut. Also ein Highlight jagt das nächste. Und Annette, 2 Euro, das ist eine Bewerbung für die Cam. Ja, schauen wir mal. Der Jimmy fragt, wie schwer der Stein war. Also das kann man irgendwo nachlesen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Vielleicht kann das noch mal jemand googeln, aber auf jeden Fall ist das Gewicht bekannt. Der Stein heißt ja Alter Schwede. So, und ich denke, ich werde jetzt noch mal starten und dann können wir nämlich die MSC schon sehen. Könnt ihr mich gleich daran erinnern, dass ich das Kabel wieder reinstecke, sobald ich gestartet bin? Für die Übergabezeremonie von Fairplay 96 auf, Fragezeichen. Der Hamburg-Spotter 5,99, danke. Also Übergabe ist ja von 95, also bisher war ja Schleppercam Fairplay 95. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So, Kabel reinstecken. ...217 Tonnen. Ja, danke fürs Nachgucken. Und jetzt haben wir ein Luftbild von der MSC, wie sie gerade ausparkt. Auch schön, ne? Mit Övel Gönner und der Stettin im Vordergrund. Die Perspektive hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Ursi mag den Tonnenmann, ja, Ursi, extra für dich.
Danke dir für die 2 Franken. Dankeschön. Timo, ich ziehe das raus, weil ich zum Landen etwas nach vorne gehen muss, zu der Drohne hin. Und wir stehen hier so ein bisschen komisch. Und deshalb muss ich das Kabel rausziehen, damit ich die Drohne beim Landen fangen kann. Ich kann hier nämlich nicht auf dem Boden landen, weil hier überall Sand und Geröll ist. Und deshalb muss ich das Kabel einmal rausziehen. Normalerweise lasse ich das auch drin am Bubendei-Ufer. Ist Hamburg nicht schön? Richtig schön. Die Hamburger sagen ja immer, Hamburg wäre die schönste Stadt der Welt. Ich finde, schwer zu widersprechen. Larissa, Dankeschön. 5 Euro. Sensationell heute der Stream. Ich gebe dir recht. Dankeschön. Hallo. Ja, tschüss. Ja. Wie lange ist Michi jetzt weg? 3 Monate oder? Nein, er kommt Ende Oktober. Kommt jetzt. Ende Oktober. Ja, von Ach, Malaysia. dann liegt ja vielleicht noch kein Schnee. Hoffentlich nicht. Nee, ich hoffe es nicht. aber Mit ein ich bisschen weiß Glück gibt es ja noch mal einen schönen Spätsommer. Ja, nicht. das wäre Oder einen toll. schönen Herbst. Ich gucke manchmal rein, was ihr macht. Ich wohne ja jetzt hier, ich bin ja umgezogen. Ja, Ja, hat Michi schön. erzählt. Ist ja auch schön, ne? Ja. Ja, nee, Also wenn Michi nicht der Meinung ist, dass er nachts um 3 oder 4 kommt, dann werden wir ihn bestimmt auch bei der Rückkehr wieder. ja, empfangen. aber wie gesagt, er steigt Malaysia aus. und Ach dann- so, er steigt Malaysia steigt aus. aus. Ah, Aber das okay. ist nichts. Und die haben das jetzt ein bisschen verschoben, weil es also den Gegenpart. das Der Ablöser, ja. Ja. Ah. Nee, Ja, das ist halt Seefahrt, ne? Da steckt man immer nicht Ja. drin. das ist so. Selbst Ach so, dann steigt Ja, er ne? Malaysia aus, sag okay. ich immer. Nee, er fühlt sich wohl und das ist ja gut so. Absolut. Also, was für ein merkt man toller bei Job, ihm, ne? das merkt man Ja, bei ihm aber toll. auch. Nee, ich war gestern auf dem Schiff, war richtig schön gewesen. So, wie gesagt, wenn ich nicht meinen Job hätte, den ich gehabt habe, wäre ich vielleicht auch zu sehen. Ja, ne? Bei Michi hat man auch das Gefühl, dass ihm die Pausen manchmal zu lange sind. Ja, kommt drauf an. Ich sag denen immer, sag das nicht zu laut. Nee, kommt drauf an. Der kriegt ja gleich einen Monat mehr, ne, wenn er das so laut sagt, ne? Ja, Ist ja. er gar nicht mehr da. Ach, schön. Ja. Ja, was für ein toller Abschied. Ist doch toll, wenn die Mama am Ufer steht. Haben wir auch eben gesagt, das ist doch irgendwie... Ja, nee, das ist schön. Und vor allen Dingen, man kennt ja den ganzen Weg, den er gegangen Ja. ist. Ne? Er hat ja schon früher gesagt, was er machen will und niemand hat es geglaubt, Ja. außer vielleicht sein Bruder und ich. Ja. Also. Und jetzt können wir alle winken, ne? Ist auch Ihr schön. macht Querhafen, ne? Aber nicht nur Hafen, auch ihr Ab und zu machen wir auch mal ein paar andere Sachen, aber Hafen ist schon 95%. ja, Hauptsache. Und Ja. im richtigen Leben anders Fotograf, ne? Was mich Ja, sagt. genau. Schön. genau. Ja, super. Ja, immer an der frischen Luft. Also Noch ist es schön, ne? Mit, ne? Ja. so oft draußen wie seit der Streamerei war ich vorher nie. Ja, Also ist schon ganz gut. ja. Kommt heute noch irgendwas Schönes rein? Oder? Die MSC fährt jetzt noch ab. Die kommt jetzt gerade. Ja, Man sieht, genau, man sieht sie schon. ja. Schön. Nee, ich werde Richtung, das ist von Neumühle, ne? Neumühle gehen. Und dann, ja. So. Ja, Schön. man sieht sie. Ja, schönen Ja, Abend. tschüss. Tschüss. Ja, das war nochmal Michis Mama. Ist ja auch ganz süß, ne? Total. Fairplay 95 ist immer noch fleißig am Drücken. Und da kommt die MSC gleich. Oh, Ute sagt, dass an der Berge Nimba jetzt auch 2 Schlepper dran sind. Ja, die sollte ja eigentlich, wäre das ja, also es war heute Mittag mal geplant, als ersten Job für Fairplay 95. Ursprünglich
dachte ich, dass wir damit anfangen. Ja, und Fairplay 95 ist am Drücken und am Drücken. Aber die nehmen uns gleich noch mit zurück. Hier unten sieht es gerade so ein bisschen aus wie bei Baywatch. Doch einige, die sich noch mal eine Abkühlung holen. Also wenn der jetzt hier eine rote Badehose anhätte und einmal hier über den Strand laufen würde. Also die Figur hat er auf jeden Fall. Aber die können wir Ja, jetzt das leider stimmt. nicht zeigen. Ja, da kannst du nicht einfach so draufhalten. Obwohl Schwester Hansen sitzt in der Bahn. Braucht ein bisschen Abwechslung vom Job. Alex, das hier ist Norderelbe. Also hier im Prinzip am Köhlbrand, da teilt sich ja. Also hier ist, also im Grunde genommen ist hier Elbe und Norderelbe und Südelbe teilt sich ja da vorne am Köhlbrand. Ich weiß gar nicht, ob das Stück hier am Elbstrand, ob man da auch noch unterscheidet zwischen Norder- und Süderelbe. Aber wenn, ist es auf jeden Fall Norderelbe. Grumpy Man, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Noch Woody88, danke auch für deinen Prime-Sub. Dankeschön. 2 Monate schon. Ach, ist aber auch mal so ein schönes Bild, oder? Ein bisschen eingerahmt von dem alten Schweden und den Büschen. Funktioniert denn jetzt wieder alles zu deiner Ja, Zufriedenheit? ja, es funktioniert wieder alles. Guck mal, ich sag doch. Aber die Badehose passt nicht. Jetzt läuft er ja wirklich am Strand lang. Die machen auch wirklich hier Fotos und Ja, Filme, ja. ne? Ja. Also er läuft hier nur in Badehose rum und sie muss ihn dabei filmen. Vielleicht möchte er ja doch ins Spiel. Soll ich mal fragen? Das ist bestimmt ein Influencer. Wie lange wir noch live sind, also wir hatten ja bis zur Preziosa geplant. Wenn jetzt allerdings der Bulka noch rausgeht und da schon die Schlepper dran sind, dann muss der mit. Dann muss ich aber deinen Termin mal verschieben, ne? Dann muss ich nachher noch mal Bescheid sagen, dass es ein bisschen länger Aber dauert. ich glaube, der legt gleich schon ab. Okay. Also Ja, ich wollte eh noch mal kann kurz nicht so Bescheid lange sagen. dauern. Dann sage ich mal lieber so für 21 Uhr wird das nichts, ne? Dann schreibe ich mal. Ah, Ja. Ja, die MSC Preziosa hat auch gedreht. Und heute hatten wir ja ein paar Bruttoraumzahlen. Für die MSC Preziosa habe ich die auch. Die hat eine Bruttoraumzahl von 139.072. Ziel ist jetzt Lörvik, dann Reykjavik, Ísafjörður, Akureyri und Kirkwall. Baujahr 2013, 333 Meter lang, 38 Meter breit.
Es passen maximal 4.300 Passagiere drauf und 1.370 Crewmitglieder. Sebastian meint, das sind 2 Bulker. Ja, ich meine die Berge Nimba, die hat ja, glaube ich, knapp 300 Meter. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ja, Rea schreibt auch, was wäre Paddy ohne Tanja? Auf jeden Fall bei Terminen nicht anwesend. Ein Strich in der Landschaft. Gibt's kein Essen mehr. Ja, oder ich wäre extrem fett, weil ich mich nur von Fastfood ernähren würde. Ja, das könnte auch sein. Ist aber auch so eine schöne Perspektive mit der Stettin und dem Kran, Övelgönne, Elbphilharmonie. Guck mal, sogar der Lütte Olaf ist mit drauf. Oh, der wird immer kleiner, der schrumpft bestimmt schon in sich zusammen. Oh, die 95 nagelt und nagelt. Scotty, guten Abend, auch schon da. Nee, die Sieterswerft sieht man von hier nicht. Also die ehemalige. Das ist ja hinten hinter Finkenwerder. Von hier aus. Also kann sein, dass man da mit der Drohne, dass man irgendwo noch, ich glaube, da steht ja noch ein alter Kran. Kann sein, dass man den sieht. Also Sebastian, gehen die beide raus? Die Nimba und die Nordic Orion? Oder ist einer ein Aufkommer? Ach, Nordic Orion ist, ach, das ist einer mit den Zähnen am Bug vorne. Ah, okay. Gibt es da mehrere von mit so einer komischen Kauleiste? Ich glaube, es gibt mehrere Schiffe von der Reederei. Bin mir aber nicht ganz sicher. An beiden sind Schlepper dran. Okay, Und beide gehen auch raus. dann gehen beide raus. Weil die Schlepper sind nämlich nur zur Zierde da, habe ich gehört. Jetzt ist sie aus unserer Sicht komplett hinter dem alten Schweden verschwunden. Man kann ein Schiff hinter einem Stein verstecken.
Ja, lichtmäßig hat die Preziosa jetzt aber schon mal einen Preis gewonnen. Philipp ist immer noch nicht losgefahren. Aber das ist gut so, weil jetzt können wir erstmal in Ruhe die Preziosa zeigen. Ja, ist doch super. Kommt da ja auch schon verdächtig nah, würde ich sagen. Ich finde das toll, wenn die da so hinterm Stein Ja, hervorfährt. Da ist ein Schatten links im Bild. Ja. Ein 217 Tonnen Schatten. ich habe natürlich auch wieder nichts mitgekriegt. Wo geht's denn eigentlich hin? Preziosa nach Lörvik ist der nächste Hafen. Und dann Reykjavik. Ach, wie schön. Also Island ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das riecht da so schön beim Duschen. Nach Schwefel, als wenn der Teufel oben mit der Gießkanne steht und dir das Wasser über den Kopf gießt. Aber ich sag dir, du hast den schönsten Tang und du brauchst keine Spülung für die Haare. Das ist Ja, alles das richtig Schwefelwasser macht butterweich. echt weiche Haare. Das habe selbst ich gemerkt mit meinen Borsten. So, ich mach mal kleine Musik. Mach mal.
Also die Preziosa hat heute aber den Hauptgewinn mit dem Licht. Ja, auf jeden Fall. Aber wird echt schon wieder frisch, ne? Ja. Dass noch August ist, so ich könnte schon wieder Handschuhe anziehen. Roma, danke für dein verschenktes Sub an Danke. Minian. Dankeschön. Und Yves nochmal 15 Euro. Wow, für Paddy und seine Mods für die super Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Boah, das ist jetzt aber lichtmäßig auch gerade hier echt ein Werbeplakat, oder? Also da muss ich mal kurz ein Foto von machen. Dafür muss ich nur einmal die Kameras umschalten. Boah, was für ein Bild. So, und wieder zurück auf das schöne Bild. Ich finde, von der Form her ist das aber echt ein schönes Schiff, die Preziosa. Ja. Ich finde, die macht doch sowas her, wenn man die so hier langfahren sieht, ne? Ob ich die Bilder an die Reederei verkaufen kann. Ach, glaub mal, die haben echt genug eigene Bilder. Gibt so viel gutes Bildmaterial von Schiffen. Also klar, wenn da jemand anfragen würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen, aber ich glaube, die sind da bestens versorgt. Jetzt sehen wir im Hintergrund auch Airbus ganz gut. Was für Licht. Ja, wir gehen mal auf die Schleppercam. Vielen Dank, dass ihr mich daran erinnert. Die ist nämlich auf dem Rückweg. Und da fahren wir doch noch mal unter der Köbrandbrücke durch, oder? Haben wir gut verabschiedet, die MSC.
Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Dass du dich das so traust, die zu fangen. Mit was für einer ruhigen Hand. Was denn? Ich könnte das nicht, wie du dich so traust, die zu fangen. Ich würde so zittern, wenn die schon ankommt, denke ich, meine Finger sind gleich ab. Ja, es geht hier nicht anders. Wenn du irgendwie schlechtes Gelände hast, dann musst du die Drohne fangen. Da mache ich nachher noch mal ein Insta von. Wie ich die Drohne fange? Ja, das finde ich super. So, okay. Ja, wir fahren jetzt auch an der, ist das nicht die Berge Nimm? Ach nee, das ist, nee Quatsch, da sind die schon dran vorbei. Da sind sie schon dran vorbei. Jens verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Bei uns auf Twitch kann man Clips nicht teilen. Schreibt Senator Graubrot. Wo? Das muss ich mal gucken, weil das eigentlich solltet ihr das ja schon können. Habe ich wahrscheinlich irgendwo versehentlich ausgeschaltet. Das muss ich erst mal googeln. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt so aus dem Stand gar nicht. Ach, guck mal links, jetzt haben wir doch da die Berge Nimba. Die wird wohl gerade gedreht. Oh, Wahnsinn, guck mal, was die Schleppercam jetzt wieder liefert. Boah, krasse Perspektive. Joachim, tschüss, schönen Abend. Tschüss. Marco, die Fairplay 95 fährt vorwärts. Die haben die Winde vorne. Weil das bei Schleppern ja immer so ein bisschen schwierig ist zu sagen, ob die gerade vorwärts oder rückwärts fahren. Bist du dir ganz sicher? Ja, manchmal komme ich da selber durcheinander, das stimmt schon. Manuela, danke dir. Noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Im Autobot geht das. Schreibt da Jimmy, ging das um das Clips teilen. Ja, ich gucke mir das mal an. Also das wäre natürlich schon cool, dass ihr Clips teilen könnt. Da haben wir die Kaishu noch mal. Leon haut auch noch eine Mitgliedschaft raus. Danke, Leon. Dankeschön. Danke. Kirsi, danke für das Lob. Heute wieder große Klasse. Ich liebe Hamburg Hafen Live. 18 Monate. Dankeschön. Willst du ein paar Kalorien? Ja, Ja. ja. Sehr gerne. Guck mal, was wir Kalorien mit haben hier. Was für eine Frage. Willst du ein paar Abend. Kalorien? Ach, moin. Moin. Hallo. Lange nicht gesehen. Ja, lange nicht gesehen. Das stimmt. Oh, Dankeschön. Möchtest du auch eins, René? Was denn da? Also, warte mal, was haben wir denn hier noch? Ja, ich muss hier so auspacken. Hier, Ape Catering ist wieder am Start. Warte mal. Ich glaube, ich habe eins noch mit Käse und eins mit Käse-Salami. Warte mal. Nee, das ist so eins hier. Warte mal. Paddy dreht schon wieder durch, dass ich seine Brötchen verschenke.
Ja, Kalorien machen nachts die Kleidung enger. Darum schlafe ich auch immer nackt. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Warum schläfst du immer nackt? Weil Kalorien nachts die Kleidung enger machen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wookie auch seit 14 Monaten. Die Philipp-Abschiedsfahrt, ja. Nee, also Viking und Hertha. Die 95 wird jetzt nicht nochmal vorbeikommen. Die haben ja eben schon, also wir haben ja hier von allen heute Schlepperballett gehabt. 95, 96, 94. Alle waren dabei. Die werden jetzt zurückfahren. Oder die machen hier nochmal. Ja, das ist auch so, wenn die auf dem Weg zum Job sind, dann können die hier auch vorbeifahren, dann können die hier auch mal eine Pirouette drehen und so. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass die ständig durch den Hafen fahren. Ne? Also kostet ja auch alles Sprit. Nee, ich brauche erstmal noch ein Brötchen. Haben wir noch mehr mit? Ach, da sind noch ganz viele. Oh, das ist ja wieder eine Top-Verpflegung hier. Sag doch, Elb Catering. Ja. Sebastian, die 95 ist jetzt Ausfahrt Köhlbrand gleich. Also auf der rechten Seite kommt gleich irgendwann der Pegelturm. Und dann ist auch schon schräg gegenüber die Schlepperbrücke. Fotofox, 11 Monate dabei. Wieder sensationelle Bilder. Dankeschön. Danke. Die 95 fährt jetzt nach Hause. Da ist jetzt rechter Hand der Pegelturm, dann seht ihr das Dockland, dieses parallelogrammförmige Gebäude. Rechts daneben ist ja das Cruise Terminal Altona und die Schlepperbrücke, die ist ein kleines Stückchen links, also da halten sie ziemlich genau drauf. Boah, und jetzt sieht man aber auch richtig toll den Sonnenuntergang, oder? Oh ja. Der Schleppercam. Da haut Philipp jetzt aber noch mal einen raus. Letzte Fahrt. Schleppicam. Das klingt schon ein bisschen traurig. Letzte Fahrt Schleppicam. Ist es auch. Aber da können wir ja noch mal das Anlegemanöver mitnehmen. Passiert ja jetzt eh gerade nichts. Kai, du hast absolut recht. Ich werde von Tanja sehr verwöhnt. Böse Stimmen behaupten zu sehr. Er lebt im 6-Sterne-Plus-Hotel. Würde ich mal sagen. Sag nichts Verkehrtes jetzt. Ja. Also dagegen Ich könnte dir sonst 5 Sterne streichen. Oh nee, das will ich nicht. Dagegen ist dieses, wie heißt das, Burj El Arab oder das Hotel da Witz, in ne? Dubai? Das ist ein Witz dagegen. Rechts ist der Altonaer Kai-Speicher, auch eine Event-Location. Und geradeaus sieht man auch schon die Schlepperbrücke. Im Hintergrund ein paar Bürogebäude und ganz hinten dann das Augustinum.
Freundin drauf. Tschüss. Tschüss. Oh ja, Captain Chaos, das heute war großes Kino. Also das war wirklich toll. Also was Fairplay heute wieder geliefert hat. Michi mit der Maribo Meers natürlich in bestem Licht. Richtig schönes Schiff, die Triple-E-Klasse. Und die Preziosa, die haben natürlich lichtmäßig den Jackpot gewonnen. Hier ist schon die Frage, wo man ein Zimmer buchen kann. Ja, schwierig. Ich würde mal sagen, so viel Geld hast du nicht. An unseren Wachhunden kommt ja auch keiner vorbei. Ja. So, und da legen sie an. Bernd, ich danke dir für 5 € Trinkgeld mit Grüßen aus Dankeschön. Baden-Württemberg. Schön, dass auch Tanja wieder dabei ist. Ja, Tanja hatte in letzter Zeit ein bisschen sehr viel auf dem Zettel. Oh, ich war doch auf der Cap San Diego die ganze Fahrt Ja, dabei. Cap San Dann Diego war ich war am schön. Bundai-Ufer letztens dabei. Also, Sonntag fahren wir ja Schahörn. Da ist Tanja auch dabei. So, Schleppi wird festgemacht. Ja, mal gucken, ich weiß nicht, ob Philipp noch mal, aber der hat ja vorhin schon gewunken. Wahrscheinlich geht die Kamera gleich einfach aus. ist so schade, dass man hier am Elbstrand nicht mal so ein paar Sachen zeigen kann. Es hat sich Die- und da unten hat sich jetzt so eine Tanzkombo formiert. Also das sind so zwei Pärchen, die tanzen da so richtig Disco-Fox oder haben die auch Aber Musik? Wirklich, ey. Das ist ja cool. Da kommt noch ein Pärchen. Kann man das zeigen, ohne dass man die erkennt? Na, richtig so. Ich meine, das ist doch wirklich cool, oder? Ey, wie cool ist das denn bitte? Oder? Darf man nicht ganz so nah ranzoomen, aber so, ich meine, die Silhouette sagt ja schon alles, oder? Aber man hat echt Ah, warte, Philipp winkt nochmal. Nein, Philipp! Oh, shit, ich war nicht auf der Schleppercam. Oh, Paddy! Man muss dann noch mal kommen. Philipp, nochmal, falls du das hörst, bitte nochmal, falls du es hörst. Ich bleib jetzt drauf, ich bleib drauf. Philipp! Sorry. Ich hoffe, er hört das. Ich hoffe, die haben irgendwo den Stream laufen. So, und die Berge Nimba kommt gleich aus dem Kühlbrand. Danke, Ute. Die nehmen wir noch mit. Ne, jetzt ist die Schleppercam aus. Na gut. Philipp, ganz lieben Dank. Ganz dickes Dankeschön. Also das war wirklich toll und wir wünschen dir auf jeden Fall alles mega Gute für deine Zukunft bei den Lotsen. Ja, ich würde sagen, die Berge Nimba nehmen wir noch mit. Na, und dann müssen wir ja, dann haben wir ja noch einen Job, Ein Folgeauftrag. einen Folgeauftrag. Das ist heute nicht mein Tag. Ja, doch, aber- eigentlich schon. Es sind halt zu viele Sachen gleichzeitig. Das ist halt das Problem. Aber es ist schon ganz lässig hier, einfach so am Strand ein bisschen zu tanzen. Was tanzen die denn da? Ist das Rumba? Du hast doch die goldene Tanznadel, Rumba oder wie oder das Samba? sich auch schimpft. Und Nordic Orion bewegt sich auch.
Sebastian schreibt, der Zahnbrücker geht los. Herrlich. Ach, da kommt er doch. Klingt ein bisschen wie die Zahnfee. Nee, das, was da kommt, ist jetzt erstmal die Nimba. Bei den Bulkern freue ich mich immer, wenn sie leer sind. Timo schreibt, Timing ist keine Stadt in China. Timing! Ja, in der Tat. In der Tat. Willst du auch was? Ja, Moment, ich muss mal gerade gucken. Der eine Router will gerade nicht mehr. Mal gucken, ob es auch ohne geht. Wir haben ja mehrere. So. Okay. So, also ich hoffe, der Stream läuft. Ein Router hat gerade, das ist gerade der Meinung, er möchte nicht mehr. Aber ich hoffe, die anderen packen das auch problemlos. Ursi sagt nochmal, du sollst Foto nicht vergessen, wenn ich die Drohne fange. Ach stimmt, ja, gut, dass du das sagst. Oder ein kleines Video. Das darfst du aber nicht posten, da gibt's wieder böse Kommentare drauf. Noch bösere? Hard Music, nee, der Folgeauftrag ist einfach nur eine Freundin, wo wir noch hin müssen. Die hat einen neuen Router bekommen und ich habe ihr versprochen, dass wir das heute Abend noch einrichten. Aber meinst du, wenn ich das filme, dann haben die Leute, die das gucken, Angst, dass die Finger dann ab sind? Oder was Ja. passiert denn da? Oh. Ach, bis jetzt hat das doch immer geklappt. Huch. Na. So, jetzt passt die Helligkeit.
Guck mal, Brigitte hat gerade ein Foto geschickt vom Buben da. Wie schön, wie schön die das da gemacht haben, ne? Danke, Brigitte. Was musstest du denn eigentlich dafür machen, dass sie das tun? Nee, also den Chat können alle lesen, aber schreiben im Chat kannst du nur, wenn du abonniert hast. Jetzt kleinen Spam-Schutz. Ich mag die ja sehr, ne? Die Bulka? Ja. Mhm. Ich auch. Vor allem, wenn sie entladen sind oder leer. Na, kriegt er jetzt noch mal so einen Hauch Licht. So ein kleines Licht kommt da noch mal an. Ich meine, ist das ein Bild? Oder? Also ich meine, tanzend vor dem Bulka. Also das gibt's doch nur in Hamburg, oder? Kannst du da ein Foto von machen? Ja, da muss ich einmal auf die Drohne umschalten, dann kann ich ein Foto machen. Das ist ein schönes Foto. Das ist ein richtig schönes Foto. So, Schleppi macht auch los. DJ Chrissy, da ist im Moment gar nichts geladen. Das Schiff ist leer, aber diese Bulk Carrier, die sind halt für alles, was man schütten kann, ne? Also so Sand, Kies, Zement und ähnliche Geschichten. Auch nicht schlecht.
Ich muss da irgendwann rauszoomen, sonst habe ich überhaupt kein Abstandsgefühl zu dem Schiff. Ja, genauso. Eisenerz, Kohle und sowas. Stimmt, danke für die Ergänzung. Das ist halt das Fiese an dem Zoom mit der Drohne. Du hast dann gar kein Gefühl mehr, welchen Abstand du zum Schiff wirklich hast. Ich war noch voll weit weg. Ist jetzt gerade so dicht hier auch am Ufer, ne? Ja, ja. Irgendwie gefühlt. Tanzt er da auch? Wer jetzt? Oh, wie gerne würde ich da jetzt stehen. Hier, wo die beiden Ach, da, stehen. ja. Die machen auch gleich ein kleines Tänzchen. Oh, Nordic Orion kommt auch sofort. Ja, dann nehmen wir die noch mit. Komm, wenn die jetzt auch aufs Fahrwasser kommt, dann nehmen wir die noch mit. Guck mal, da kommt noch Fairplay 11. Ja, ich muss aber mal gerade hier. Boah, schon wieder so ein tolles Licht. Wahnsinn. Dirk Bütow hat nochmal 2 Euro rausgehauen eben und hatte sich nochmal das Vorhand von der 95 gewünscht. Dirk, habe ich eben übersehen. Entschuldige bitte vielmals. Und kommt natürlich postwendend. Und Dirk sagt, die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um 1 Stunde. Ja. Könnte passieren. Und Ulrich hat auch nochmal 2 Euro für den tollen Stream und die schönen Bilder geschickt. Danke dir. Ganz lieben Dank. Oh, guck mal, da kommen die Zähne. Die Zähne kommen aufs Hauptfahrwasser. Habe ich auch ein bisschen Angst, ne? Auch leer zum Glück. Wenn die Dinger voll sind, dann ist das Wasser meistens genau zwischen Ober- und Unterkiefer. Meinst du, wir kriegen jetzt hier noch ein Schlepperballett? Das ist aber die Fairplay 11, oder? Ja.
Aber die sehen echt cool aus, die Schiffe. Guck mal, da kommt auch noch ein bisschen Beifang. Was ist denn das da links? Das, ist das nicht die Anke? Das ist doch die Anke. Das ist ein Saugbagger. Ist ja nicht diese alte. Ah, der ist auch schon so alt. Ja, hast du- Circa 1950 oder so. Müsstet ihr bitte noch mal nachgucken. Also ist schon sehr alt. Auch ganz süß, ne? Tschüss, Ute. Gute, tschüss. Nee, Acke, nicht Anke. Acke. Sorry. Ganz alter. Oder nee, das ist kein Saugbagger, das ist, glaube ich, hier auch so ein. Oder doch, ist, glaube ich, ein Saugbagger, ne? Hast du mir, als wir auf der Schlepperbrücke waren, am Montag gesagt, dass das alter Ja, ja. Saugbagger ist? Acke. Oh, ich bin auf der falschen Kamera. Ich wollte doch eigentlich auf die Drohne gehen. So. Bitte? Wir warten auf Schiffe mit Haifischmaul. Kommt gerade eins. Das ist nicht irgendwie Kreuzfahrtschiff oder so. Das ist schon durch. Aber toll, die sehen schön aus von vorne. Ja, Ja, kommt gleich hinterm Stein vor. tolle Kamera, das ist ja Wahnsinn. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Danke. Von 1943 ist die Acke. Ein Spüler ist das, schreibt der See. Ja, also die hat ja keinen richtig großen Laderaum. Also dementsprechend kein Saugbagger. Tschüss. Ein Spülbagger. Ein Spüler. Da übrigt sich die Frage, wer heute Abend spielt. Der Bagger. Ich mache jetzt mal ein Quiz mit dir. Was ist die am häufigst gestellte Frage am Wasser? Das kann ich dir nicht sagen. 3 Antworten. Die häufigst gestellte Ja, Frage am wenn Wasser, wir hier stehen, genau. wenn wir hier stehen. Auf was warten wir? Ja, nee, noch nicht ganz. Welches Schiff kommt als nächstes? Auch nicht schlecht. Was macht ihr da? Kommt heute noch ein besonderes Schiff. Ach so, kommt noch ein besonderes Schiff. Genau. Ja, das ist in der Tat eine Sind doch alle häufig besonders. gestellte Frage. Aber hey, guck mal, das ist doch ein tolles Motiv, oder? Total. Foto. Vor allem jetzt mit den tanzenden Herrschaften da. Boah, was für eine coole Stimmung. Und was ist die zweithäufigst gestellte Frage? Ich weiß es nicht, hilf mir einfach mal. Was machen Sie hier? So, das hatte ich ja eben schon.
Wer denkt sich sowas aus, da so einen Haifisch draus zu machen, ne? Ist aber auch irgendwie Ich weiß es auch eine nicht. ganz gute Idee. Die dritthäufigste Kugel, Paddy, möchtest du eine Lindkugel? Andi. Danke, Andi. Dankeschön. Ein Zuschauer ist auch auf der Lufthansa-Fähre. Ach, cool. Und hatten wir Manuela schon? 2 Euro für ein Glaube noch Stream nicht. zum Dahinschmelzen. Dankeschön. Und Kai-Uwe im 8. Monat mit einem Prime-Sub dabei. Ich danke dir. Ja, die Lufthansa-Fähre im Hintergrund. Auch ein schönes Bild. Sind wir aber am Ende doch entschädigt worden für das, was uns am Anfang vorenthalten wurde. Apropos Hai, gestern haben wir auch einen schönen Film, oder also ist ja eigentlich eine Dokumentation, geschaut. Die Haiflüsterin. Oh ja, die war echt interessant. Gibt's auf Netflix. Ach schön, dass wir das Schiff noch mitgenommen haben. Aber weißt du, was ich mich immer frage bei so Bulkern? Wenn die da die Ladung in dem Frachtraum haben sozusagen, Ja. ne? Wie kriegen die das so hundertprozentig wieder sauber? Also ich denke, einmal hast du da irgendwie Mais drin und einmal irgendwie so, keine Ahnung. Also die steigen da unten rein. Ja, ja. Also da wird quasi. Aber kriegt man das alles da unten wieder so sauber? Das Ja. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Guck mal, der Lotse. Der macht richtig gerade einen Turn. Guck mal, unser Sebastian Kolze ist auch schon seit 25 Monaten dabei. Wahnsinn. Ist doch bestimmt schon viel länger dabei. Von Anfang an. Großartig. Ja, auf dem Bulka, auf dem Helipad, da sollte ich mal landen. Na, die werden sich bedanken. Aber vielleicht braucht noch eine neue Drohne.
Da sagen die bestimmt nicht nein. Ja Mensch, das ist doch ein toller Abschluss, oder? Die Nordic Orion. Mit dem Haifischmaul. Ich glaube, René hat heute auch mal wieder ein paar gute Schüsse. René macht sowieso ne? ziemlich geile Fotos. Ja. Vielleicht haben wir noch mal den Instagram-Account von René, Ja, dem Miepelschubser. die Maschine wird ihn gleich posten. Ja. Achte drauf. Aber die Preziosa hat das ganze gute Licht aufgebraucht. Meinst du? Die hat das eingesaugt oder wie? Anja ist seit 17 Monaten dabei. Nächste Dankeschön. Kreuzfahrt beim Kreuzfahrtstudio gebucht. Ach, Cool. wie cool. Da freut sich Fabian bestimmt. Hotte sagt, Standort am Elbstrand war besser als befürchtet. Ja, der ist auch gut hier. Das größte Problem ist der Berg. Also hier ist echt so ein fieser Berg und ich muss mal gucken, ob ich mir nicht mal so einen Bollerwagen mit Motor hole. Runter geht es immer noch, wobei das ist schon echt kriminell, wenn man den Bollerwagen die ganze Zeit bremsen muss. Das ist echt gefährlich. Und rauf ist natürlich eine richtige Ackerei. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob es nicht so einen motorisierten Bollerwagen gibt. Ich habe da schon einen gefunden, da gab es mal so eine Kickstarter-Kampagne. Aber ich glaube, das muss mal sein. Okay. So, dann könnte ich ja jetzt mal so langsam landen. Dann kannst du noch dein Video machen. Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Gut, dass du sagst. Ach doch, ist doch auch noch ganz schön, das Bild. Okay, dann machen wir Landung. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Ich muss sie nur immer umdrehen zum Landen, sonst komme ich durcheinander. Zack. Ja, jetzt war ich schon weg. So, dann würde ich sagen, Zeit für eine kleine Verabschiedung, oder? Jo.
Ja, ihr Lieben, hier stehen wir so im Gebüsch mit unserer dicken Kamera. Bergab hier auf den Mensch, Stein. das war ein Knaller heute, oder? Absolut. Also, ich meine, Star des Tages ist natürlich Philipp. Nochmal alles Liebe, alles Gute für deine Lotsenkarriere und vielen, vielen Dank für alles, was du uns hier an tollen Bildern geliefert hast. Also das war wirklich richtig, richtig klasse. Und kick mal wieder in, ne? Kick mal wieder Ja. in, ja. Aber natürlich auch Fairplay 94, 96. Wahnsinn, Also ein Leute, Hattrick also. an Schlepper-Karussells. Hatten wir echt noch nicht, ne? Außer vielleicht beim Hafengeburtstag. Gut, das ist ja, Ja, aber ein das zählt Sonderfall, nicht. ne? Gute Reise natürlich für Michi mit seiner Maribo Maersk. Und dann hatten wir natürlich noch tolle Bilder von der Preziosa mit super Licht. Und jetzt zum Schluss noch die beiden Bulker. Also ich finde insgesamt, können wir sagen, war der Stream okay, oder? Und jetzt gleich wieder den Berg Ging so. raufbuckeln. Ja, das ist das Schlimmste. Aber gut, das ist so. Ich werde mich da mal umschauen. Also ich möchte hier eigentlich öfter hin. Also ich finde den richtig schön, den Ja. Standort hier. Weißt du noch, dass Schwester Hanse letztes Mal deinen Wagen nach oben geschoben hat? Die hat hinten mitgeschoben, ja. Ja, wie so beim Drill-Instructor, weißt du? Ja, ja. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank für die krasse Kanalunterstützung wieder. Oh, jetzt ist da ein Akku alle. Mann, in der letzten... What? Ja, Oh, so, oh, zack. oh, oh. Äh, Gefährlich. Ja, in der letzten Sekunde gerade. Ja, vielen, vielen Dank für die fette Kanalunterstützung wieder, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Also echt Danke, danke, danke. danke, danke, danke. Vielen Dank für den netten Chat. Vielen Dank an unsere lieben Moderatoren, die wieder alles gegeben haben im Hintergrund. Wir Also haben ihr, ja auch wieder geackert heute, ne? ihr seid die Allerbesten. Wie die Verrückten, du. Ja. Und da gucken wir mal, was der nächste Stream so bringt, oder? Ja. Habe ich noch Kann ja, jemanden nicht, vergessen? kann ja nicht lange dauern, ne? Guck mal, Ulrich Bücker hat noch 2 € Dankeschön. reingehauen für einen coolen Abbinder, für einen super tollen Stream. Ja, und dann würde ich sagen, Hamburg Hafen Live, over and out. Tschüss. Tschüss.